Sangye Chedan Sogen Chonam Lan Janjum Badun Dani Kyapsunchi Dagin Chin Sun Chim Pesenam Jin Drolam Penji Sangye Jumpashuk Sangye Chedan Songkin Chonam La Chanchum Padun Dani Kyapsunchi Dagin Chin Sun Chim Pesenam Ji Drolam Penji Sangye Jumpashuk Sangye Chedan Songkin Chonam Lan Chanchum Badun Dani Kyapsunchi Dagin Chin Sun Chim Pesenam Ji Drolam Penji Sangye Jumpashuk Semchen Tamchen Devan Dang Devi Judan Dempan Jujin Dunna Dan Dunna Jin Judan Javan Jujin Dunna Mempen Devan Dampadam Min Javan Jujin Nyering Chandan Nidan Javan Tanam Chempola Nempa Jujin Padan Savela Marim Ponchim Dagin Chivom Pendeden Shunlam Kadin Chen Pengonin Jesunte Kusun Toging Endrum Zaldusam. Und damit lassen wir die Zuflucht in uns verschmelzen. Vielleicht habt ihr auch Guru Vajradhara visualisiert. Und es gibt die Möglichkeit, diese Verschmelzung der Zuflucht in uns, also der Buddhas in uns, ein klein wenig bewusst zu halten, indem wir ein Licht im Herzchakra visualisieren. Ein Licht eurer Wahl. Es muss nicht blau sein. Und auf diesem blauen Licht oder für diejenigen, die daran gewöhnt sind, auf dieser blauen Keimsilbe Hung, die für den erwachten Geist steht. Auf dieser Keimsilbe lassen wir unsere Aufmerksamkeit ruhen. Ganz einfach. Licht und Klang. Ein Klang, den wir nicht zu hören brauchen. Es ist mehr, dass wir so dieses Vibrieren, dieses Schwingen der eigenen Buddha-Natur spüren. Blau oder Regenbogenfarben oder einfach ein helles Licht oder etwas Warmes.
lassen wir die Aufmerksamkeit sich im Herzzentrum sammeln. Vielleicht mit dieser kleinen Stütze einer Lichtsphäre. Vielleicht auch einfach als Gefühl. Dieses Gefühl im Herzen zu verweilen. Ohne irgendeine Analyse. Wer diese Stütze nutzt mit einer vibrierenden Lichtsphäre, der tut gut daran, wirklich diese Lebendigkeit, dieses Vibrieren oder Pulsieren der Herzensenergie ein wenig ins Bewusstsein zu rufen. So als hätten wir eine Sonne im Herzen. Dieses in der traditionellen Visualisation blaue Licht steht für alle Herzensqualitäten. Alle Qualitäten von Herz, Geist, von Bodhicitta, dem Geist des Erwachens. Und eigentlich ist dieses Licht oder diese blaue Keimsilberhung nur eine Stütze, um mit diesen Qualitäten in Berührung zu kommen, sie zu spüren. Und natürlich gibt es auch Visualisationen, sich einen kleinen Buddha im Herzen vorzustellen. Der könnte in dem Fall auch blau sein oder Regenbogenfarben. Ein kleiner Vajradhara, ein Urbuddha im Herzen.
Immer wieder erinnert uns das daran, dass wir den Buddha in uns meditieren lassen können. Wer dazu bereit ist, kann sanft die Augen öffnen und weiter diese Lichtsphäre im Herzen spüren. Ihr Vibrieren, das Licht, das ausstrahlt, unseren Körper füllt, über den Körper hinausstrahlt, in den Raum hinein. Alle anderen haben natürlich auch solch einen Buddha im Herzen. Sie haben dieselbe Buddha-Natur wie wir. Es sind nie nur wir selbst. Es gilt auch für alle anderen.
Wir können dann diesen Buddha in unserem Herzen meditieren lassen, wir können ihn atmen lassen, Tonglen praktizieren, wir können ihn sprechen lassen. Wir können uns vorstellen, dass wir beim Essen wie diesen Buddha in uns nähren, können im Vertrauen in diese Grundnatur des Seins, unseres Seins, können wir einschlafen, können wir aufwachen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Einstieg in den Vormittag, diesen gemeinsamen Einstieg. Wir haben richtig gut gearbeitet die letzten Tage, nicht wahr? Wir haben eine Menge verschiedener Meditationsstützen, Meditationsvorgehensweisen kennengelernt und gestern Nachmittag hatten wir die verschiedenen Aspekte der 4 edlen Wahrheiten. Und jetzt kommt im Buch eine Passage, da brauchen wir nicht immer gleich eine weitere Meditation zu machen. Nachdem Dashi Namgyal all diese Meditationsobjekte vorgestellt hat, widmet er sich jetzt der Frage, wer sollte sich auf welches Meditationsobjekt ausrichten? Also wann meditiere ich was? Ja, was nutze ich jetzt davon in meiner Situation? Und er greift also unser Wissen auf, dass wir haben die jetzt kennengelernt und sagt zum Beispiel, wenn man ein heftiges Begehren hat, dann sollte man dieses Begehren, diese Faszination ausgleichen, indem man über die weniger anziehenden Aspekte desselben Objektes meditiert oder kontempliert. Wir haben das schon praktiziert, ihr erinnert euch. Wir haben schon praktiziert mit dem eigenen Körper. Geboren werden, älter werden, sterben, Verwesung, so. Das haben wir schon um die Faszination und das Anhaften am eigenen Körper auszugleichen. Eigentlich ist Begierde so etwas wie Verliebtsein. Wir denken, wenn das oder der oder die in meiner Nähe wäre und ich immer damit in Kontakt sein könnte, dann wäre ich glücklich. Es würde mich so viel glücklicher machen. Und wir sehen nicht, dass alles auch ganz viele andere Seiten hat. Zum Beispiel, viele lieben die Natur. Ja, und sind nennen sich wirkliche Naturliebhaber, Fans. Ja, das ist schon richtig. Was ist denn mit der Natur? Und da würde man jetzt dann so ausgleichend kontemplieren, meditieren. Wenn ich die Natur doch so liebe, warum habe ich dann Doppelverglasung oder Dreifachverglasung? Warum schlafe ich nicht draußen? Und wenn es dann warm genug wäre zum draußen schlafen, warum lege ich mich immer noch nicht auf den Waldboden? Was ist denn da so los? Ja, also
Wir kontemplieren, was Natur alles beinhaltet. Fressen und gefressen werden. Kälte und Hitze. Die Sonne kann so intensiv sein und die Kälte so intensiv. Gefahren aller Art, die Elemente, ja, ihr wisst ja. Erdrutsche, Lawinen, Wasserfluten, Dürre und Brände, Stürme. Ja, wir sind vielleicht fasziniert von der Natur, aber wir machen uns was vor. Wir wissen gar nicht genau, wie man da überlebt in der Natur. Nicht? Und statt barfuß zu gehen, ziehen wir uns immer schöne Schuhe an. Und je länger wir gehen, desto dicker werden die Schuhe, die Wanderschuhe und so. Ja? Und das ist Ausgleichen, das ist realistisch werden. Ja, wir haben oft so Vorlieben und in der Vorliebe, wenn wir an Natur denken, denken wir an Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, schöne Gipfelerlebnisse und ein geruhsames sich niederlassen in einem geschützten Ort und. Und das machen wir mit allen Dingen, wo wir Begehren haben. Wir haben vielleicht Verlangen nach einer Sahnetorte, aber meine Güte, wie kurz ist der Genuss der Sahnetorte und wie lang sind die Nachwirkungen? Ja? Und so geht es bei allem. Wir können immer wieder merken, dass wir einseitig werden. Es ist die Einseitigkeit im Begehren, die wir durch dieses Kontemplieren der weniger anziehenden oder schwierigeren oder abstoßenden Aspekte von etwas ausgleichen. Und dann können wir uns ja immer noch entscheiden, ob wir die Sahnetorte essen wollen. Können wir uns ja immer noch entscheiden, ob wir draußen in der Natur leben wollen. Lasst uns einen Moment kontemplieren, aber bevor wir starten zu kontemplieren, sucht etwas aus, wo ihr ein Begehren verspürt. Das kann was wirklich Kleines sein, also etwas relativ Unbedeutendes, zum Beispiel aus den Nahrung und Getränken. Es können Orte sein, es kann etwas Größeres sein, es können Menschen sein. Sucht euch etwas aus. Ich habe heute Morgen, bin sehr früh wach gelegen, ich habe die Natur genommen und habe lange kontempliert, so weil ich einer von diesen Naturliebhabern bin, habe ich so, und ich bin da schon ziemlich realistisch, aber es hat mir gut getan, mal all die Aspekte der sogenannten Natur, deren Teil ich ja bin, zu kontemplieren und auf was ich immer alles achte, wenn ich in die Natur gehe. Dass ich mir mein Mückennetz mitnehme nach Griechenland und nach Indien, dass ich mir und so weiter, ja, was da alles ist, wie ich mich gleichzeitig schütze. Nehmt euch also etwas und jetzt bin ich für ein bisschen still und wer Mühe hat, so zu kontemplieren, nehmt euch einfach ein Blatt Papier und schreibt euch hin und wieder ein Wort auf zu dem Thema, das ihr kontempliert. Natürlich dürft ihr Partner, Partnerin nehmen, natürlich dürft ihr Kinder nehmen, natürlich, ihr dürft nehmen, was ihr wollt. Ihr dürft gerne auch die Sexualität nehmen, sexuelle Begegnungen.
Und wir widmen uns zum einen der Frage, was macht mich daran glücklich? Was ist es, was ich da suche? Und dann, zweite Frage, was übersehe ich dabei? Was vernachlässige ich oder blende ich aus? Und wenn ich so ein wenig nüchterner hinschaue und sich meine Faszination auflöst, was ist ein heilsamer Umgang? Wie würde ein heilsamer Umgang mit dem Objekt meines Begehrens ausschauen?
Das darf für jetzt schon mal reichen. Schaut, dass ihr einen Abschluss findet. Ihr könnt ja später wieder zurückkehren zu dem Thema. Die Sektion hier, in der wir mit Dagbhuta Namgyal unterwegs sind, das sind Hinweise zu den Gegenmitteln. Also das hatte ich schon mal erwähnt. Jetzt kommt als nächstes dann, dass wenn wir es vor allem mit Ärger zu tun haben, dann würden wir uns auf liebende Zuwendung konzentrieren. Das habe ich mit euch schon ein wenig differenzierter gemacht, weil so oft ist das mit dem Gegenmittel gar nicht so effektiv, weil es aufgesetzt ist. Genauso bei dem Begehren. Ja, wenn wir einfach dagegen halten und meinen, wir müssten uns den Gegenstand oder die Person, die wir begehren, madig machen, das läuft so nicht. Wir müssen einfach ausgeglichener wahrnehmen. Und so ist das auch mit dem Ärger. Wir hatten damals ja schon angefangen, mehr zu sehen bei der Person oder in der Situation, die uns ärgert. Und etwas, was mir immer sehr eingeleuchtet hat, das sind Gedankengänge, die schon bei Shantideva anklingen, die Gampopa aufgreift, dass wir, also Gampopa in dem Kapitel über Geduld, über das Parameter der Geduld, der schreibt da ganz viel. Da gibt es eine Serie von, ich glaube, insgesamt 9 Ratschlägen zum Umgang mit Ärger. Und einer von denen, der mir immer sehr gut tat, war die Kontemplation darüber, wie gefangen die andere Person in ihren eigenen Mustern ist. Das zu kontemplieren. Die Person, die gerade so viel Ärger und Widerspruch in meinem Leben auslöst, die ist gar nicht so frei, wie ich das denke. Die handelt auch unter dem Einfluss von Mustern und ist unter Umständen total gefangen da drin. Es kann einfach die berühmte Situation sein, wenn mir jemand beim Autofahren die Vorfahrt nimmt. Die Person ist völlig gefangen in ihrer Perspektive. Und das kurz ins Bewusstsein zu rufen, das ist auch wieder so eine ausgleichende Kontemplation anderer Faktoren, die ich gar nicht sehe. Was muss der gestresst sein, um so rücksichtslos zu fahren? So, ja, nach dem Sinn. Wie muss so ein amerikanischer oder russischer oder sonst was Präsident und Staatenlenker, wie muss das innerlich bei dem aussehen, um sich so zu verhalten? Da sind wir noch nicht bei der liebenden Güte. Wir sind dabei, die Perspektive zu erweitern und eine Grundannahme, die wir eigentlich immer haben, zum Beispiel wenn Eltern in der Kindheit für uns schwierig waren, dann haben wir als Kind irgendwie das Gefühl, die wären doch eigentlich innerlich frei, die könnten doch eigentlich anders. Bis wir selber Erwachsene sind und merken, wie die Muster in uns laufen und wie wir mit Kindern umgehen und wie wir in ähnlichen Situationen, dann merken wir, wow, das ist überhaupt nicht einfach, anders zu handeln. Meine Eltern waren wohl ganz schön gefangen. Und wenn man so wie viele von uns Eltern hatte, die traumatisiert waren von schweren Kriegserlebnissen und so weiter, die haben ihren Packen mit sich getragen. Die waren nicht so frei, wie wir das uns gewünscht hätten. So, diese Perspektive zu öffnen, weiter zu werden, ja, weiter zu werden. Und ich sagte schon beim letzten Mal, es findet so ein Verstehen statt.
Und eine von euch hat mir heute Morgen geschrieben und gebeten, ich möge doch was zum Präsidenten der USA mit euch machen. Also es würde ja alles ganz gut wirken, was ich da so erzähle. Aber da wird sie festsitzen. Habe ich aber nicht unbedingt Lust, das zu machen. Das ist eine völlige Überbewertung dieser Person, die auch durch ein ganzes System hervorgebracht wird, die auch ersetzbar wäre, ja, aber es ist viel interessanter für mich zu verstehen, wie diese egoistischen Prinzipien ganz Samsara durchwirken und wie es immer wieder zu solchen Phänomenen kommen wird. Ob das in Russland ist, ob das in Israel ist, ob das in Deutschland ist, in der Schweiz, wo auch immer, es kann passieren. Und es passiert ständig. Es passiert nicht immer so offensichtlich, aber es passiert ständig. Menschen sind nicht unbedingt deswegen zu Bossen oder Leadern geworden, weil sie besonders altruistisch sind. Und da brauchen wir so eine ausgleichende Meditation, eine Kontemplation. Und ich möchte euch vorschlagen, es ist jetzt so, das mache ich gelegentlich mal, dass wenn wir das Thema Ärger haben, dass wir uns klar werden, dass wir eigentlich auf Samsara ärgerlich sind. Wir sind sehr, sehr ärgerlich, sehr wütend, dass diese samsarischen Wirkprinzipien, die so unglaublich egoistisch sind, dass die immer wieder in unser Leben hineinwirken. Im Großen und im Kleinen. Und da braucht es eine Kontemplation des Verstehens. Wir haben da jetzt einiges schon von gemacht, ja, weil wir die 12 Glieder des abhängigen Entstehens uns angeschaut haben. Wir haben uns die 4 edlen Wahrheiten angeschaut. Wir haben ganz viel Material, um, wenn wir ärgerlich sind, auf die Welt, auf die Politiker, auf die Ärzte im Krankenhaus, auf all die, die ihren Job nicht so machen, wie wir meinen, dass er gemacht werden sollte. Wir haben es immer mit demselben Thema zu tun. Mit diesem Greifen. Wisst ihr noch? Greifen bei anderen, greifen bei uns. Wir ärgern uns, weil wir greifen. Ja? Schon blöd genug, dass andere sich blöd verhalten, aber wie blöd bin ich denn, mich darüber zu ärgern? Ja, also auch Shantideva, okay, stammt nicht von mir. Ja? Dass wir einfach mal, dass wir ein bisschen ausgleichender unterwegs sind. Und ich lade euch ein, vielleicht sage ich ein paar Worte dazu, jetzt auch wieder 5 bis 10 Minuten ausgleichende Kontemplation für Ärger und für Angst. Da müssen wir uns nachher auch noch drum kümmern. Wir werden später zur Unwissenheit kommen, da werden wir dann mit der Angst uns stärker beschäftigen. Aber im Ärger ist immer ganz viel Angst drin. Und lade euch also ein, euch etwas zu nehmen, eine Situation, eine Person, eine Entwicklung, die euch ärgerlich macht. Einige von uns macht die Entwicklung sehr ärgerlich, dass es überall diesen Rechtsruck hat, diesen immer stärker werdende Drang zu nationalistischen Interessen und so weiter. Aber es gibt entsprechend viele Leute, die sich freuen, dass es endlich mal um ihre Interessen geht, ihre vermeintlichen Interessen. Wir werden nie aus dem Ärger rausfinden und aus der Angst, wenn wir nicht verstehen, was für Mechanismen, was für Motivationen dahinter sind. Nehmt euch ein Thema, versucht es einzugrenzen, sodass ihr damit arbeiten könnt, dass es nicht allzu sehr ausufert. Und dann lasst uns mal hinschauen. Was ärgert mich da?
oft ist es so, diese Rücksichtslosigkeit. Was erlebe ich dann noch? Was tut da weh? Was verletzt mich da? Was bringt mich auf? Also ich bin tatsächlich im Moment mit der Geschichte beschäftigt, mit dem Inhalt. Ich will es wirklich spüren und wir spüren da drin, was in mir eigentlich so berührt wird. Was sind das für Bedürfnisse oder Wünsche, die ich da in mir spüre, wie es anders sein sollte? Und was würde mir helfen in dieser Situation? Wir haben, glaube ich, in der letzten Meditation zu diesem Thema schon mal diese Selbstannahme geübt. Ja, ich darf mich ärgern und es ist okay, dass ich mich ärgere. Mich anzunehmen da drin. Es muss nicht weggehen. Das wäre so die Möglichkeit, Tonglen mit mir selbst zu machen, tiefes Annehmen, Unterstützung für mich mit meinen nicht beantworteten Bedürfnissen, mit meinem Ärger, mit meinen Ängsten und den Buddha in mir zu stärken. Diesen Kontakt mit dem blauen Buddha im Herzen oder Regenbogenfarben. Und dann frage ich mich, und wie würde ein Buddha diese Situation betrachten? Was würde ein Buddha, was könnte der Buddha in mir in dieser Situation sehen, was ich nicht sehe? Eine Vermutung ist sicherlich berechtigt zu sagen, der Buddha hätte eine viel größere Sicht, eine viel weitere Sicht.
von den größeren Zusammenhängen. Was könnte das in meiner Situation sein? In der Situation, die mich ärgert? Der Buddha würde vielleicht auch fragen, wie hast du, wie habe ich beigetragen zu dieser Situation? Welchen Täuschungen habe ich mich hingegeben? Wo war ich nicht klar? Und natürlich wäre ganz spontan bei einem Erwachten, einer Erwachten, die Frage, das Anliegen, was braucht diese Situation, um sich aufs Bestmögliche zu entwickeln? Was könnte dieser Situation hilfreich sein? Wie kann ich auf gute Weise mit dieser Situation umgehen? Lässt sich da etwas positiv mitgestalten? Wenn ja, welche Möglichkeiten sind das? Immer wieder kehren wir zu diesem Buddha im Herzen zurück, zu dieser Lichtsphäre, diesem Bodhicitta, verbinden uns damit und betrachten dann wieder die Situation.
Vielen Dank erstmal dazu. Wir hatten ja schon einmal zu diesem Thema kontempliert meditiert. Das Wichtige jetzt, das wichtige neue Element ist, dass wir Zugang zu einer Ressource haben, zu dem Buddha in unserem Herzen. Und dass wir immer wieder mal so die Sichtwechsel wandeln können. Das nennt man nicht mehr Gegenmittel, sondern das Hilfreiche ist hier eine andere Sicht einnehmen. Und mit der Sicht des Buddhas oder eines Buddhas, einer Buddhi, des weiblichen Buddhas, auf die Situation zu schauen, eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Und tatsächlich schreibt uns ja niemand vor, was wir da sehen. Es ist unsere eigene innere Weisheit, unsere eigene Intuition, die da Möglichkeiten entdeckt, die wir nicht sehen konnten, als wir noch im Ärger feststarken. Das ist schon sehr hilfreich. Es ist ein Eintunen in eine andere Möglichkeit. Etwas, was uns im Ärger ja schwerfällt. Damals, also in der Meditation, hatten wir ja so dieses Einnehmen verschiedener Sichtweisen geübt. Und jetzt nehmen wir eine Sichtweise ein, die ein unglaubliches Potenzial hat, die Situation zu erhellen. Wir nehmen Kontakt auf mit dem potenziellen Erwachen in uns, was schon anklopft, was schon spürbar ist und uns jetzt schon die Augen öffnen kann. Und wir schauen dabei, dass es aufrichtig ist, dass es authentisch ist. Es geht nicht darum, dann so als Buddha zu handeln, sondern allein dieser Perspektivwechsel, der hilft schon so. Wir handeln dann als normale Person im Kontakt mit etwas mehr als unserem Ärger. Da ist deutlich was anderes wach geworden. Aber wir verwechseln nicht, dass das jetzt einfach eine Praxis war, um den Blick zu weiten. In der tantrischen Praxis, also in dem Mahamudra-Ansatz des Vajrayana, gibt es so Sätze, so Instruktionen wie, dass alle aufsteigenden Gedanken, Geistesbewegungen inklusive alle Emotionen als die Emotionen des Buddhas, also des Yidams, betrachtet werden. Also wenn ich Chenrezig meditiere oder Tara, dann ist alles, was im eigenen Geist aufsteigt, wird als eine Regung im Buddha-Geist wahrgenommen. Und das, was wir jetzt miteinander praktiziert haben, ist so eine Annäherung daran. Natürlich, wenn es dann weitergeht, würden wir die leere Natur all dieser Geistesregung sehen. So weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt dabei, schon mal die Sicht des Erwachens einzunehmen, die größeren Zusammenhänge zu sehen. Und es ist selbstverständlich als letzter Satz hoffentlich dazu, dass sich die erwachte Instanz in uns immer für das Wohl aller in der Situation einsetzt. Der Ärger, wo es um mich geht und gegen die anderen und so, das ist vorbei. Diese erwachte Perspektive kümmert sich immer darum, wie es denn möglich wäre, allen zu dienen, für eine Lösung zu finden, die nicht weiteren Schaden anrichtet oder möglichst geringen Schaden und möglichst viel Nutzen. Das ist immer diese weite Perspektive und diese weite Perspektive, das ist eigentlich die liebevolle Güte, von der hier die Rede ist. Das ist eine weise, liebevolle Güte, dass alle glücklich sein mögen, dass möglichst wenig Leid erzeugt werden möge durch unser Handeln.
Diese umfassende Schau, die führt aus dem Ärger heraus. Jetzt machen wir eine kleine Pause, haben wir schon verdient. So schnell ging das. 10 Minuten Pause. Sagen wir mal, 10 nach 10 geht's weiter. Wir haben schon sehr viel getan, um uns Mittel an die Hand zu geben, Unwissenheit, mangelndes Gewahrsein aufzulösen. Der kleine Satz hier heißt, wenn Praktizierende es mit Unwissenheit, Ignoranz zu tun haben, meditieren sie auf wechselseitig bedingtes Entstehen. Das haben wir uns schon angeschaut. Das hilft. Wenn ich so als Praktizierender hinschaue, was immer hilft, aus dieser Unwissenheit herauszukommen, ist, dass ich meine Emotion als meine Emotion annehme. Das ist meine, die kommt nicht von anderswo, die ist nicht da ist nicht jemand anders für verantwortlich. Egal was es ist, das ist eine Geistesbewegung im eigenen Geist. Und das ist raus aus der Vermutung, dass irgendwelche Emotionen durch andere ausgelöst würden. Dass andere dafür verantwortlich sind. Sie sind es weder für mein Begehren, noch für meinen Ärger, noch für meinen Stolz, noch für meine Eifersucht. Das alles erzeugt der eigene Geist. Und das ist grundlegendes Verständnis von, wie es tatsächlich funktioniert. Ohne jemand, bei dem solche Muster anspringen und wo diese Muster dann auch noch genährt werden, käme es gar nicht zu dieser Geistesregung, zu dieser Emotion. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ich mag enttäuscht sein. Ich mag mich so oder so fühlen. Es ist immer etwas, was im eigenen Geist funktioniert, und da kann ich natürlich hinschauen und sehen, wie das bedingt entsteht, wie die eigenen Muster, die eigenen Prägungen da hinein wirken. Ich kann die nicht substanzhafte Natur dieser Geistesbewegung sehen. Ich kann sehen, wie sie sofort aufhören, wenn sie nicht mehr genährt werden. Das alles ist der Ausstieg aus Unwissenheit. Wenn wir da wieder den Buddha in unserem Herzen aktivieren, egal was ist, egal was die Herausforderung ist, da finden wir in dieses gelöste Sein, wo das, was gerade eben noch war, frei von Greifen sich wieder auflösen kann oder sich sofort auflöst. Und das ist der Ausstieg aus der Unwissenheit. Zu sehen, dass was auch immer gerade auftaucht, dass es durch bestimmte Kräfte aufgetaucht ist, und wenn die nicht mehr genährt werden, hat es keine Kraft, aus sich heraus zu bleiben. Eine Emotion bleibt nur so lange, wie sie genährt wird.
Also für mich ist das wirklich wirksame Gegenmittel für mangelndes Gewahrsein, ist gewahrt zu werden, dass alles geistiges Erleben ist, dass das keine Substanz hat und dass es auf der bedingten Ebene entsteht durch das Zusammenwirken vieler Kräfte, die nicht weiter genährt werden müssen. Wenn dann Stolz auftritt, das wäre der nächste Satz, richten Praktizierende laut Tashi Namgyal ihre Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Dhatus, die Aufteilung, die unterschiedlichen Kategorien der Dhatus, der Elemente, nicht wahr? Und bedeutet eigentlich, dass wir erkennen, wie sich alles aus Sinneserfahrungen zusammensetzt und dass da kein Ich drin zu finden ist. Diese Betrachtung des Entstehens von Sinneseindrücken in 6 Feldern soll uns helfen, aus dem Irrtum rauszukommen, irgendetwas wäre mein Erleben, sondern dass es einfach durch das Zusammenkommen von bestimmten Bedingungen passiert, dass so eine Erfahrung auftaucht. Was jetzt ein schöner Ansatz ist, um mit Stolz umzugehen, ist eine Abwandlung dieses Themas, wie sie Genro Rinpoche mir damals nahegebracht hat. Stolz identifiziert sich ja immer mit etwas, mit einer Qualität, mit etwas, was ich an mir oder so für besonders halte und was mich vielleicht von anderen unterscheidet, es gibt den normalen Stolz, wo ich mich besser fühle, oder es gibt den umgekehrten Stolz, wo ich mich schlechter als der schlechteste von allen fühle. Und was mir unglaublich hilft, ist dieser einfache Satz, den Gendin häufiger wiederholt hat: Alle Qualitäten sind die Qualitäten des Dharmas. So einfach hat er das gesagt. Alle Qualitäten des eigenen Geistes sind die Qualitäten des Dharmas. Damit meint er aber die Qualitäten der wahren Natur des Seins, also der Buddha-Natur. Wenn du etwas gut kannst, wenn du dich gut ausdrücken kannst, wenn du dieses oder jenes, irgendwie wenn du spürst, du bist liebevoll oder da sind so freigebige Impulse oder, da ist eine Leichtigkeit in deinem Geist oder du kommst irgendwie leichter durchs Leben als andere, dann ist das kein Grund, stolz zu sein, sondern es ist einfach nur, dass du vielleicht gerade den Qualitäten der Buddha-Natur nicht so sehr im Wege stehst. Das ist das Einzige, was du vielleicht sagen kannst. Dass da die Ich-Bezogenheit nicht so massiv ist, dass sie die Buddha-Qualitäten ausbremst. Aber was da an Qualitäten zum Vorschein kommt, dass du dich vielleicht gut an Dinge erinnern kannst, dass du, was weiß ich, schön in Musikinstrument spielen kannst, das alles ist kein Grund für Stolz. Das sind die ganz normalen Qualitäten, die hervorkommen, wenn der Geist sich in bestimmten Bereichen befreit von Schleiern. Ist nichts, was du irgendwie dir auf deine Kappe schreiben könntest. Deine Intelligenz, deine Vernunft, deine Liebe, dein Mitgefühl, das alles, das wächst und wächst und wächst, je weniger Ich da ist. Hat sicherlich nichts mit dem Ich zu tun. Und diese Qualitäten, die verschwinden, sobald viel Ich da ist. Bei starker Ich-Bezogenheit kommt selbst der geübteste Sprecher kommt plötzlich ins Stottern.
Bei starker Ich-Bezogenheit stolpert der geübteste Läufer. Sobald die Emotionen reinspielen, sobald die Ich-Bezogenheit wieder anspringt, können wir uns an nichts mehr erinnern. Ja, also die Beispiele, die haben wir ja. All das, was den Stolz aushebelt, das ist ja so offenkundig, dass wir umso besser unterwegs sind, also dass sich unsere Qualitäten, die Qualitäten unseres Geistes umso mehr zeigen, je weniger wir ihnen im Weg stehen und je weniger wir sie einem vermeintlichen Ich zuschreiben. Und das hilft mir wirklich. Diese Kontemplation, die ist mein geliebtes Gegenmittel für Stolz. Immer wieder zu merken, ja, dankbar dafür, vielen, vielen Dank, dass vielleicht in der Situation gerade nicht so viel auf der Bremse steht. Ja? So. Man kann sagen, gerne, alle Fehler sind meine, aber die Qualitäten sind die Qualitäten des Dharmakaya, sind die Qualitäten des Dharmas. Kein Grund, stolz zu sein. Braucht das eine Meditation, Kontemplation für euch, um das nachvollziehen zu können? Oder ist das so offenkundig? Ja. Ist nicht offenkundig, ist ja offenkundig. Ach, ich führe euch in eine kleine Kontemplation hinein, die das ein bisschen deutlicher macht. Stellt euch vor, ihr seid an einem idealen Ort, wo ihr euch wirklich entspannen könnt. Und obendrein gibt es da noch jemanden bei euch, der euch genauso berührt, massiert, wie ihr das gerne habt. Genauso, aber nur wirklich ganz genau passend zu euch. Selbst die von uns, die sich eigentlich normalerweise nicht berühren lassen wollen, das ist so passend. So, das ganze System kann sich entspannen. Und wir erfahren diese Berührung, wir finden aus den Verspannungen raus. Es ist wie als ob die Hände der anderen Person eine magische Fähigkeit hätten, überall, wo sie uns berühren, alle Spannungen zu lösen. Und der Geist öffnet sich ebenfalls im gleichen Maße. Wir brauchen echt nichts zu tun. Und vielleicht ist uns das ja auch schon mal passiert in diesem Leben. Ansatzweise in ähnlicher Form. Eine Umgebung, ein Sein, in dem wir völlig loslassen können. So weit loslassen, dass wir fast einschlafen können. Alles passt, alles stimmt. Der Buddha in uns ist nicht nur im Herzen, sondern hat sich in alle Zellen des Organismus ausgedehnt. Und irgendwann
mit einem Hauch von letzter Berührung ist diese wunderbare Massage zu Ende. Wir sind wach, die Augen öffnen sich. Wie ist der eigene Geist in diesem Moment, in dieser Erfahrung? Erahnt ihr, wie fließend und offen das Gewahrsein ist? Vielleicht erahnen wir, wie liebevoll dankbar unser Bewusstsein die Person umfasst, die uns so berührt hat, aber auch die ganze Umgebung durchdringt. Wenn wir uns aufsetzen, ist der Geist ganz klar. Das ist, was ich vorhin gemeint habe, dass diese Qualitäten, die sich da zeigen, nicht vom Ich hervorgerufen wurden, sondern einfach da sind, wenn sich die Schleier entspannen, auflösen, wenn wir uns selbst vergessen. Wenn ihr das in eurem Leben mal weiter beobachtet, dann werdet ihr merken, dass ihr Zugang zu besonderer Feinfühligkeit habt, zu besonderem Verstehen, zu ungeahnten Dimensionen von Liebe und Mitgefühl, immer dann, wenn wir entspannt sind. Immer dann. Entspannt, je weniger Verkrampfung da ist, je weniger wir uns aus dem Ich heraus engagieren, desto besser laufen die Dinge. Klar müssen wir äußere Anstrengungen machen. Ich muss mich auch mal anstrengen, vielleicht heute mal ein paar mehr E-Mails zu beantworten und so. Ne? Das ist schon angesagt, dass wir auch Anstrengungen machen, aber möglichst entspannt und dann fließt es ja. Diese fließenden Erfahrungen, da haben wir Zugang zu Kräften, die tatsächlich offenkundig nicht auf dem Ich beruhen. Und immer wenn das Ich ganz stark anspringt, ihr kennt das Beispiel der Prüfungsangst, wo wir alles vergessen, wo nichts mehr funktioniert, einfach weil wir so angespannt sind, so blockiert sind. Oder wenn wir in unserer Verliebtheit angespannt sind, weil wir Angst haben, was falsch zu machen gegenüber der geliebten Partnerin, dem geliebten Partner. Ja, was wir uns da eins zusammenstottern, was wir uns komisch verhalten. Ja, also so.
Ja, es sind so viele Beispiele, ihr könnt sie nehmen, wo ihr wollt. Überall. Als Fußballer konnte ich vor lauter Aufregung vorm leeren Tor am Tor vorbeischießen. Vor lauter Aufregung. Ne? Das sind unvergessliche Erfahrungen meiner Kindheit. Das habe ich damit gemeint und so kommen wir allmählich dem auf die Spur, was es heißt, dass das, worauf wir sonst stolz sein können, entweder sind es künstliche Artefakte, ja, auf irgendwas stolz zu sein, was wir meinen, erzeugt zu haben, aber das, was bleibt, die Qualitäten, die sich wirklich zeigen, die echten Qualitäten des Menschseins, das sind innewohnende Qualitäten. Die zeigen sich immer, wenn wir uns öffnen. Und ihr wisst es genau, die schönsten Menschen, das ist immer, wenn Menschen entspannt sind. Die werden so unglaublich schön. Das ist der Wahnsinn, dem zuzuschauen. Ja? Das ist so wunderbar. Das ist keine äußere Schönheit, das kommt von innen. Und das ist das Gegenmittel für Stolz, mein Lieblingsmittel gegen Stolz. Und dann können wir natürlich über die Gleichheit aller Lebewesen kontemplieren, wir können über die gleiche Natur ihres Geistes kontemplieren. Wir haben noch weitere Möglichkeiten. Und dann heißt es bei Dakpotashinamga, wenn es nur um das Aufgeben gedanklicher Aktivität geht, sammeln sich Praktizierende mit achtsamer Geistesgegenwart mittels der Empfindungen des Ein- und Ausatmens. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, aber das machen wir jetzt wieder. Einfach, dass wir wieder mal ganz normale Meditation üben, ohne was Spezielles. Ne? Es ist uns jetzt schon so vertraut, wenn die Stille einkehrt, dass wir den Körper spüren, die Atemempfindungen. Und da hier die Atemmeditation im Zusammenhang mit dem Auflösen gedanklicher Aktivität erwähnt wird, da gibt es so einen sehr wirksamen Tipp, was immer gerade an Gedanken da ist, an Denkprozessen, mit dem Ausatmen ins offene Sein zu entlassen. Als würden wir die Gedanken ausatmen und uns in dem Moment
Nicht mehr mit ihnen identifizieren, einfach gehen lassen. Es mag sein, dass sich wieder Gedanken formen und dann einfach so ein wenig Bewusstsein, ach, geht doch so leicht, sich daraus zu lösen, so leicht wie auch der Atem ausfließt, genauso leicht können wir uns aus dem Denken lösen. Verzeihung. Es geht sehr gut mit dem Ausatmen so tiefer loszulassen. Und wer möchte, kann das auch mit dem Einatmen verbinden. Mit dem Einatmen in die nicht greifende Weite zu gehen. So als würde der sich füllende Brustkorb für die grenzenlose Weite des Geistes stehen.
Denken darf sein und es löst sich genauso schnell auf, wie es kommt. Sei es beim Einatmen, sei es beim Ausatmen.
Da waren vermutlich gerade Gedanken und der Atem fließt weiter. Und diejenigen, die das Bedürfnis verspüren, können noch ein bisschen länger meditieren. Machen eine stille Pause bis um 11 Uhr. Wir machen ähnlich entspannt und ruhig jetzt weiter. Im Text wird jetzt dieselbe Frage gestellt, also eben waren wir mit den Emotionen unterwegs und wer wann welche dieser Meditationen machen könnte als Gegenmittel für die Emotionen. Jetzt stellt sich die Frage, wer denn diese verschiedenen analytischen Meditationen zu welcher Zeit ausführt. Und da heißt es, wenn Praktizierende sich der Merkmale ihrer geistigen Regungen nicht bewusst sind oder wenn sie unwissend sind in Bezug auf Dinge wie das Ich, Lebewesen, Lebenskraft, geborene Wesen, das Leben selbst, dann widmen sie ihre Aufmerksamkeit den Skandhas, den Daseinsgruppen. Und da wir das ja auch schon gemacht haben, habe ich jetzt jedes Mal, wenn dieses Thema ein zweites Mal kommt, habe ich die Gelegenheit, mit euch etwas subtiler vorzugehen. Ja, und das freut mich, das machen wir also jetzt auch. Es gibt jetzt keine dicke Meditation über die Skandhas, sondern eher so ein subtileres Hinspüren. Das uns vielleicht hilft, diese Prozesse so feiner wahrzunehmen, aber mit ganz leichter Hand. Nur so, ich versuche mal, ob ich das hinbekomme, das einfach hin und wieder mal so anzutippen. Wir entspannen uns wieder in dieses Ein- und Ausatmen. Wo mit dem Ausatmen die gerade vorhandenen geistigen Prozesse in ihre offene Natur hinein entlassen werden. Und wo wir auch mit dem Einatmen uns weiten in dieses offene, nicht greifende Sein, in dem alles, was entsteht, gleich wieder verdunstet, so wie ganz kurz entstehende Wolken am blauen Himmel.
Wahrnehmen findet ja weiter statt. Wir hören, spüren. Das sind Gedankenformen. Und wir betrachten sie wie Zeichnungen im Himmel. Klangformen, gesehene Formen, Gedachtes, Gefühltes. Mal gibt es eine kleine Reaktion auf solche Wahrnehmungen. Da zwitschert ein Vogel, mag sein, dass Benennung auftaucht, Vogel, oder eine angenehme Gefühlstönung. Und auch diese Gefühlstönung und das Unterscheiden. Wie eine Zeichnung im Himmel löst es sich sogleich wieder auf.
was immer sich da gestaltet, im Wahrnehmen, Empfinden, Unterscheiden, im Denken und Fühlen. All diese Nuancen verschiedener Bewusstseinserfahrungen. Alles ohne Substanz. Einfach nur so. Es zeigt sich und wandelt sich schon ins Nächste. Wir Praktizierenden sind völlig zurückgelehnt, völlig entspannt. Gibt nichts zu tun, gibt nichts zu meditieren. Ist ein bisschen so, als würde unser Bewusstsein der grenzenlose Himmelsraum mit seiner Dynamik sein. Diese Dynamik produziert mal mehr, mal weniger Erfahrungen in diesen 5 Daseinsgruppen. Mal ist es ein bisschen ruhiger, mal aktiver. Brauchen gar nichts zu tun. Einfach weit bleiben.
Jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit darauf lenken, dass in dieser Erfahrung des Hörens von solchen Sätzen wie gerade jetzt, dass alle 5 Skandhas aktiv sind. Die Gleichzeitigkeit dieser Prozesse ist mir ein Anliegen. Da wird gesprochen, da findet Hören statt, da findet Verstehen statt. Klangformen übersetzen sich in Denkformen, lösen Empfindungen aus. Es findet ein kontinuierliches Unterscheiden der Klangformen statt und der Denkformen. Und unsere Erfahrung im Bewusstsein wird angestoßen, wird verändert dadurch, was da an Formen wahrgenommen wird, wie sie empfunden werden, welche Unterscheidungen da stattfinden, welche Reaktionen es auf das Verstandene hat, das sind die Gestaltungen. Ein unablässiges Geschehen. Auch Stille wird so verarbeitet. Ein Aussteigen aus diesen Prozessen ist nicht möglich und auch gar nicht nötig. Es reicht zu sehen, dass sie von leerer Natur sind, keine Substanz haben, nicht fassbar. Das Bild für so ein wenig fassbar ist wie Zeichnungen im Wasser, die sofort sich wieder auflösen. Und das Bild für dass es gar nicht fassbar ist, das ist wie Zeichnungen im Himmel. Eigentlich sind sie wie Zeichnungen im Himmel. Durch diese Prozesse setzt sich in jedem von uns das augenblickliche Erleben zusammen. Unsere Welt, die Welt, in der wir leben, gestaltet sich mit diesen Prozessen.
Und je nachdem, wo die Aufmerksamkeit hingeht, welche Sinne stärker aktiviert werden, welche heilsamen und nicht heilsamen Gestaltungen stattfinden, je nachdem, was da so zum Tragen kommt, gestalten sich unsere innere Welten sehr verschieden. Im Auflösen sind sie sich wieder gleich. In dieser Weite, in dem, was ist, wenn kein Greifen stattfindet, da sind sich unsere Geistesströme nicht nur ähnlich, da sind sie gleich, da gibt es keinen Unterschied. Die persönlichen Gestaltungen eines vermeintlichen Ichs erheben sich, erzeugen vorübergehend die Illusion einer persönlichen Welt und sie lösen sich auf. Und wenn nicht gleich Neues erzeugt wird, haben wir die Möglichkeit zu sehen, dass da eigentlich gar nichts ist. Wir nennen das die Erkenntnis des Nicht-Selbst im Skanda-Prozess. Und wenn die Schau sehr klar wird, dann wird sie auch nicht gestört dadurch, dass Gestaltungen stattfinden, dass Denken und Fühlen und so weiter stattfinden. Unser Geist ist dann, so sagen die Texte, wie ein Magier, der seine eigenen Tricks durchschaut. Und wieder danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Machen 5 Minuten Pause, ihr könnt noch still sitzen bleiben, wenn ihr das möchtet. Und sanft geht es weiter.
freue mich, wenn einige von euch das Video angeschaltet lassen, sodass es immer einen vollen Bildschirm gibt. Tashi Namgyal spricht jetzt darüber, dass Praktizierende, die noch nicht so klar sind darüber, was die Ursachen und die Bedingungen der Daseinsfaktoren des Skandhas sind, dass die sich mehr noch den Dhatus und Ayatanas, also den Sinnesquellen und Sinnesfeldern, widmen sollten. Ich möchte, das haben wir auch schon uns angeschaut, ich möchte euch auch da wieder in eine etwas subtilere Betrachtung hineinführen. Es geht eigentlich weiter mit dem, was vorhin war. Ihr könnt euch gerade wieder zurückleiten lassen in dieses entspannte Sein. Es geht immer noch darum, wie so das Erleben unserer eigenen persönlichen Welt entsteht. Und ich möchte das verbinden mit einer Kontemplation oder einer Untersuchung zu dem Thema Schicksal und Freiheit. Also programmiert, sind wir programmiert oder nicht und wie frei sind wir eigentlich? Und ohne dass euch das vielleicht bisher so ganz bewusst gewesen wäre, findet das ständig statt, wenn wir praktizieren, wenn wir so mit hohem Bewusstsein präsent sind, dann eröffnen sich diese Möglichkeiten für uns. Und glücklicherweise können wir aufbauen auf das, was wir schon besprochen haben. Lasst uns das aus dieser kontemplativen Perspektive anschauen. Wenn in dieser grundlegenden Präsenz mit einigermaßen entspannten Bewusstsein, wenn da jetzt, wie das ja leicht sein kann bei unserer Videoübertragung, wenn da jetzt plötzlich ein Geräusch reinkommt, wie zum Beispiel das Klappern der Computertasten, oder die Stimmen eines Gesprächs von jemandem, einer Person, die nicht wusste, dass ihr Mikro angeschaltet ist. Oder, wie wir es auch schon hatten, das Umkippen des Bildschirms. Plötzliche Geräusche. Immer wenn etwas Überraschendes passiert, dann spüren wir, wie frei oder unfrei wir gerade sind.
Wenn dieses Hören auf einen subtil greifenden Geisteszustand trifft, also wo Unwissenheit zu einer Identifikation mit den 5 Skandhas geführt hat und wo eine Idee ist, ja, dass es jetzt bitte ruhig sein soll und nur die vorgesehenen Geräusche sollen kommen und nichts Unvorhergesehenes. Wenn also so der Boden irgendwie schon bereitet ist, ohne dass wir es so bewusst merken, dann ist ein unerwartet auftauchendes Geräusch ein automatischer Auslöser für Reaktionen. Die Durchlässigkeit, die wir dachten, dass sie da wäre, entpuppt sich dann als sehr oberflächlich. Wir sind schon in der Reaktion. Genauso mit visuellen Eindrücken. Und plötzlich, wenn wir mit offenen Augen meditieren, es passiert etwas in unserem Gesichtsfeld. Wenn eine gewisse Neigung, ein Muster zum Greifen aktiv ist in uns, werden wir greifen. Das ist quasi automatisch. Reizworte, Reizgeräusche, visuelle Reize, Konzepte, Berührungen, egal was es ist, es gibt in jedem Bereich so vieles, was uns triggert, was diese automatischen Reaktionen des für Guthaltens und für unangenehm Haltens, so, was diese Reaktion triggert, was unser Unterscheiden triggert und was Reaktionen triggert. Emotionale Reaktion. Und diese Beobachtung, so das zu merken, wie automatisch Menschen unterwegs sind. Das führt manchmal zu Beschreibungen unseres Lebens als wie vorherbestimmt. Karmisch vorherbestimmt, wir leben unser Schicksal und es sieht aus, als ob wir da gar keine Chance hätten, dass irgendetwas anderes passiert. Und es beruht darauf, wie wir auf Sinnesreize reagieren. Die Muster des Reagierens auf das, was sich in unserem Geist zeigt. Solange diese Muster ausreichend aktiv sind, um ein Greifen auszulösen, sind wir Menschen vorhersehbar. Lasst uns damit für eine Weile entspannen und es mit unserer eigenen Erfahrung vergleichen. Wann bin ich vorhersehbar?
Ich gebe euch ein Beispiel, mit dem ich mich schon in meinem ersten Retreat beschäftigt habe. Ich habe mich darin geübt, dass wenn eine Schrift vor mir auftaucht, also ein geschriebener Satz oder eine Buchseite, nicht automatisch ins Lesen zu kommen. Das ist ein automatischer Reflex normalerweise für jemanden, der lesen kann, dass zum Beispiel so Werbetafeln am Straßenrand, dass die gelesen werden. Schlagzeilen, dass die gelesen werden. Und diesen Reflex der also wie involviert meine Sinne sind, wenn ein solcher visueller Reiz auftaucht, das ist extrem schwierig zu entspannen. Das geht. Es war mir später möglich, eine ganze Stunde und länger mit einer aufgeschlagenen Buchseite vor mir zu meditieren, ohne einen einzigen Satz gelesen zu haben. Aber ich habe immer noch die Mühe mit Werbetafeln. Immer noch gibt es wie ein automatisch anspringendes Interesse für etwas, was ich höre. Allein schon, dass dieses Interesse automatisch anspringt und dass ich wissen möchte, was vor sich geht. Das ist ein Automatismus in unserer Sinneswahrnehmung. Sehr verständlich, aber leider auch das Eingangstor, um manipulierbar zu sein. Denn wenn die nachgeschalteten Prozesse auch noch wie automatisch anspringen, dass mir das Gelesene gefällt oder missfällt, dass ich das Gehörte weiter bedenke und emotionale Reaktionen darauf habe, dann findet dieses Leben statt, ohne dass ich viel in einem freien Gestalten bin. Dann könnten wir eigentlich sagen, alles ist Karma. Oder Fatima, Schicksal. Sobald weniger Greifen da ist, öffnen sich Freiheitsräume. Ich werde weniger vorhersehbar. Es kann sein, dass ein starkes Geräusch auftaucht und der Geist bleibt völlig ruhig und entspannt. Kein Zucken, kein Greifen. Bedeutet nicht, dass das Geräusch nicht gehört wurde. Jetzt stellt euch vor, dieses Geräusch wäre eine Beleidigung.
Sie wird gehört und sie wird verstanden. Was bräuchte es, um da innere Freiheit zu erleben? In einem unfreien Geist wird diese Beleidigung persönlich genommen. Und wir werden uns damit beschäftigen. Oder dieses plötzliche Geräusch, ein plötzliches Geschehen beschäftigt uns noch nachher. Vielleicht noch lange Zeit. In einem ganz durchlässigen Geistesstrom findet kein Beschäftigen damit statt, es sei denn, die Situation bräuchte etwas, um sich auf gute Art weiterzuentwickeln. Dann findet ein Gestalten statt. Nicht vorhersehbar, nicht automatisch, ein Gestalten aus der Gesamtwahrnehmung dieser Situation heraus. Dieses Gestalten ist nicht völlig frei von Bedingungen, sozialen Bedingungen, von physikalischen Bedingungen und so. Dieses Gestalten ist aber frei von Identifikation, von diesem Greifen nach den Skandhas und den Sinnesprozessen als ich und mein. Deswegen arbeiten wir damit, das, was spontan auftaucht, im Bewusstsein, in der Meditation, immer wieder gleich zu entlassen, es sich befreien zu lassen. In dieser nicht fassbaren Weite. Wir nennen das die Selbstbefreiung oder die Befreiung im Entstehen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war nochmal so eine Erklärung, wie man Raum schafft hinter den Knöpfchen. Ja? Die Knöpfchen, die uns so normalerweise triggern, da kann Raum entstehen. Ne? Die Automatismen, die können unterbrochen werden. Und ihr habt das ganz genau verstanden, das war eigentlich nur noch mal eine Unterweisung über die 12 Glieder abhängigen Entstehens, nicht wahr? Das war wieder mal dasselbe in nochmal anderen Worten, wie wir da Raum hineinbringen können. Wie die Entspannung so tief gehen kann, dass es keine Identifikation mit diesen Prozessen mehr gibt. Obwohl alles gehört und gesehen wird, obwohl diese 5 Daseinsgruppen, diese Kräfte der Skandhas alle ablaufen, ja, da gibt es dann Freiheit. Nicht die totale Freiheit. Das war mir noch wichtig, das zu betonen, nicht wahr? So erwachte die Leben innerhalb dieses Feldes des bedingten Entstehens in unserer Welt. Die können sich nicht darüber hinwegsetzen. Darin sind sie auch nicht frei. Worin sie frei sind, ist, dass es dieses persönliche Greifen nicht mehr gibt, dass es kein Dukkha gibt, kein Leid, kein Stress. Darin sind sie frei. Nicht? Das ist die Voraussetzung, um dann gut gestalten zu können. Okay. Wir können die Aufnahme schon mal stoppen. Dann begrüße ich euch zur nächsten Runde mit Dakottashinamga. Und auf die eine oder andere Art werden wir immer in die Zuflucht hineingehen, Bodhicitta entwickeln. Heute mal mit Om Mani Padme Hum. Einfach zusammen singen. Einigen gefällt's, anderen nicht. Es macht nichts. Wer will, kann ja mitbrummen, mitsummen. Om Mani Padme Hum. 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 Mögen alle Lebewesen glücklich sein, frei von Leid, in großer, ungeteilter Freude und tiefem Gleichmut. Eine kleine Bemerkung, die ich euch noch vorausschicken möchte, ist, wisst ihr, dieses Buch heißt ja Mondstrahlen des Mahamudra. Dakottashinamgal hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Sonnenstrahlen. Da geht es um den Vajrayana, um den tantrischen Weg. Ja, und die beiden sind wie Sonne und Mond, die gehören zusammen. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, nicht? Das hat einen Grund, warum diese Titel so gewählt sind. Okay. Wir haben heute Vormittag uns der Frage der Unwissenheit nochmal gewidmet. Und ich glaube, das Letzte, was wir
praktiziert haben, ist hineinzuspüren in die Automatismen von Sinnesempfindungen, was die so auslösen, wie automatisch das gehen kann. Und wir haben so ein bisschen geschaut, wo könnte Freiheit entstehen? Wo könnten wir frei werden, freier werden, nicht so ins Greifen gehen oder ganz aus dem Greifen draußen bleiben? Und das ist eigentlich das Grundprinzip der Meditation. Das Grundprinzip der Meditation ist immer, Wege zu finden, aus dem Greifen wieder rauszufinden oder gar nicht erst drin zu landen. Und dadurch Freiräume aufzutun. Und jetzt in der nächsten Passage schreibt Dakuta Namgyal, es geht ja immer noch um die Frage, wer soll was wann praktizieren. Falls es unser Fall wäre, dass wir ein mangelndes Gewahrsein von Vergänglichkeit, Leid und Nicht-Selbst hätten, dann würden wir unsere Aufmerksamkeit auf das Vertiefen des Verständnisses von wechselseitiger Abhängigkeit richten und auch dessen, was zutrifft und was nicht zutrifft. Wir sind wieder in derselben Situation. Wir haben das schon praktiziert und wir können es jetzt noch etwas subtiler angehen. Wir können auf dem bereits gewonnenen Verständnis aufbauen. Das ist immer besonders schön, wenn wir etwas nochmal praktizieren, nochmal weitergehen. Es braucht dann weniger Worte von meiner Seite und es kommen ein paar subtilere Aspekte in den Vordergrund. Also, ich lade euch ein, wieder in die Meditationsgrundhaltung zu gehen. Und schon jetzt, wenn wir uns so in das meditative Sein hineinbewegen, ist das abhängig von vielen Faktoren. Wie wir gegessen haben, ob wir uns ausruhen konnten, ob wir gerade noch ein Gespräch geführt haben, wie angeregt unser Energiesystem ist. Lärm, Klänge um uns herum oder Stille, körperliche Befindlichkeit. Und wir machen genau das, was wir immer tun. Wir schenken diesen Faktoren nicht allzu viel Beachtung. Wir machen uns nicht zum Spielball dieser verschiedenen Einflüsse, sondern lösen uns aus den reaktiven Mustern wobei wir jetzt schon ein wenig ausgleichend wirken. Wenn ich merke, dass eher dumpfe Erfahrungen am Start sind, dann achte ich darauf, auch schon in der Anfangsphase ein wenig den Tonus zu erhöhen, die Augen zu öffnen, den Blick nach oben zu wenden.
Eine Yogini, ein Yogi ist sich der wechselseitigen Bedingtheit aller Phänomene total bewusst. Und ein geschicktes Mitgestalten dieser Faktoren bewirkt, dass wir relativ leicht und schnell in Offenheit finden. Meditation der Geistesruhe ist wirklich so ein wenig wie das Steuern eines Segelbootes. Immer wieder verändern sich die Bedingungen, Strömung und Wind. Und geschickt halten wir das Boot auf Kurs. Manchmal geben wir nach, manchmal ziehen wir an. Die Unbeständigkeit des Seins ist unsere ständige Begleiterin. Überall wirken Kräfte und nichts von all dem, was sie hervorbringen, hat Substanz. Wie schon so oft scannen wir unsere Sinnesfelder, unser Erleben, ob da irgendwo eine unnötige Anspannung ist. Ist da irgendwo Dukkha? Und wir sind gleich dabei zu spüren, wodurch entsteht diese Anspannung? Und wie können wir sie eventuell auflösen?
das abhängige Entstehen von Dukkha und die sofortige Umsetzung ein wenig mehr Lockerung hineinzubringen, innerlich uns mehr zu lösen. Vielleicht ein Lächeln dorthin, wo wir ernst sind. Und zwischendurch natürlich genießen wir. Wir genießen es, so einfach zu sein. In dieser Freude, in diesem Genießen achten wir darauf, nicht ins Greifen zu kommen. Wir erfreuen unseren Geist durch ein immer tieferes Vertrauen in seine Grundnatur. Und dieses Vertrauen in die eigene Grundnatur entspannt uns noch weiter in Bereichen, wo wir gar nicht gemerkt haben, dass wir angespannt waren. Abhängiges Entstehen von Entspannung. Wir gehen vielleicht noch weiter und lassen den Buddha meditieren, lassen den Buddha in uns meditieren. Und dieses geliebte Ich, was uns bis hierhin geführt hat, darf sich ins Nichtstun, ins Nicht-Tun begeben. Und wenn wir einen Blick werfen dahin, wo vorher Anstrengung war und Wollen, ist irgendwie nichts zu entdecken. Eine Ahnung steigt vielleicht auf,
dass immer wenn Anstrengung und Wollen stärker da sind, dass das Ich-Gefühl auch stärker ist. Und wenn sich das lockert, lockert sich beides. Bedingtes Entstehen von Ich-Gefühl. Und zum Abschluss dieser kleinen Meditation
machen wir noch ein kleines Experiment. Also diejenigen, die zum Beispiel so wie ich angelehnt sitzen, wir richten uns mal auf und beobachten den Unterschied, den es macht, wenn wir gerade sitzen. Und die anderen, die machen genau das Gegenteil. Die entspannen mal noch mehr und flehnen sich vielleicht an. Und achtet mal darauf, was es mit dem Geist macht. Vielen, vielen Dank. Ein paar kleine Erklärungen noch dazu. Auf Tibetisch hier wird uns empfohlen, wenn wir nicht so bewusst sind, wie unbeständig, unbefriedigend und ohne Selbst die Dinge sind, dann mögen wir diese Tendrils beachten, diese Interdependenz beachten. Dieser Ausdruck Tendril, den möchte ich euch ein bisschen erklären. Also wird übersetzt mit Entstehen in Abhängigkeit. Ten ist die Basis. So. Und Drel ist die Verbindung. Auf einer Basis gibt es eine Verbindung zu etwas anderem. Dieses Wort ist ganz gut, um uns klarzumachen, alles, was auch immer wir als Basis betrachten, ist mit anderem verbunden. Ja? Und Tendrils, dieser Ausdruck wird ganz viel benutzt im Tibetischen. Zum Beispiel, welches Tendril wir mit der körperlichen Haltung machen. Ja, also welche Grundlage erzeugen wir und das schafft die Verbindung zu was. Also bei mir ist klar, wenn ich mich so aufsetze, dann nimmt bei mir die geistige Klarheit zu. Aber es kann auch sein, dass ich mich ein bisschen verspanne und vor allen Dingen habe ich eine Ausstrahlung von mehr Anstrengung auf euch, also stärkere Präsenz. Ja? Wenn ich möchte, dass ihr entspannt, dass wir alle entspannen, lehne ich mich eher zurück. Auch das sind Tendrils. Wir sind in Wechselwirkung. Wie jemand ist, wie jemand spricht, geht in Wechselwirkung, geht in Resonanz mit denen, die zuhören. Und so ist alles mit anderem verbunden. Welches Wetter gerade ist und wie wir da meditieren, wie wir gegessen haben, wie das sich auswirkt. Die Atmosphäre im Raum, die Gespräche vorher, und so weiter, was als erstes gesagt wird und was uns dann begleitet im Unterbewusstsein und so weiter, all diese Wechselbeziehungen. Und wenn wir in den Mahamudra-Teachings und den tantrischen Teachings von Yogis und Yoginis sprechen und was sie praktizieren, dann werden sie oft so beschrieben, dass sie sich mit den Tendrils auskennen. Das bedeutet, dass sie sehr gut beobachten aufgrund ihrer kontinuierlichen Praxis, welche innere Haltung, welche äußere Haltung, welche Umweltbedingungen, mit welcher Art von Praxis am besten begleitet werden. Dass sie unglaublich geschickt darin werden zu wissen, was sie wann essen, wie sie welche Übung machen, zu welcher Zeit, welche Prana-Übung zum Beispiel, welche Sitzhaltung und, wie das zusammenwirkt mit den Mondphasen, wie das Tageslicht und die Rhythmen des Tages auf ihren Körper wirken. Das alles sind Wechselbeziehungen. All das
gehört sozusagen in das Profileben von Praktizierenden hinein, diese Tendrils zu bemerken und zu nutzen. Das heißt, wir nutzen diese Wechselbeziehung, um dann im geschickten Gestalten, zum Beispiel wie wir geschickt unseren Körper halten, wie wir geschickt Prana-Übungen machen, ob wir jetzt Mantra praktizieren oder stille Meditation oder etwas visualisieren, ob wir einen Text lesen, ob wir uns eher mit jemandem unterhalten, ob wir einen Spaziergang machen. Wir wissen, all das hat Auswirkungen. Und diese Wechselwirkungen bewusst zu gestalten, das ist natürlich nur möglich, wenn wir mit hoher Achtsamkeit dabei sind und ein Gewahrsein dieser Wechselwirkung entwickeln. Das war also jetzt eine etwas subtilere Darstellung und dabei ist natürlich klar, dass all diese Wechselwirkungen keine Substanz haben. Sie sind dynamischer Natur. Da entsteht etwas, das kann gestaltet werden und das wird sich ständig weiterentwickeln mit den sich weiterentwickelnden Bedingungen. Wir können ja nicht alle Bedingungen stabil halten, geht nicht im Leben, es wird sich weiterentwickeln. Und wie es sich weiterentwickelt, das müssen wir mitbekommen und uns entsprechend anpassen. Und diese Anpassung, die findet laufend statt. So ist ohnehin unser menschliches System angelegt. So in der Medizin damals habe ich gelernt, dass man einen Teil dieser Aspekte Homöostase nennt, also die ständige Anpassung an Bedingungen, wie der Körper dazu beiträgt, dass das Säftegemisch immer gleich bleibt, die Homöostase der inneren Flüssigkeiten und so. Okay? Das machen wir ständig. Wir vertiefen unseren Atem, wenn wir mehr Sauerstoff brauchen. Er wird flacher, wenn wir weniger brauchen und. Läuft ständig. Und hier ist es jetzt auf das Geistige bezogen. Und dabei wird offenkundig, dass das alles Prozesse sind. Und dann, was das Nicht-Selbst angeht, dann merken wir, dass es gar kein Ich braucht, um diese Anpassung vorzunehmen. Das sind mit der Zeit automatisch stattfindende Prozesse in uns. Die Meditierenden bemerken, dass sie sich wie von selbst aufrichten, wenn es Zeit ist, sich aufzurichten. Sich wie von selbst entspannen, wenn es Zeit ist, sich zu entspannen. Dass sie wissen, wann der rechte Zeitpunkt ist, zu essen. Das passiert. Das ist gar nicht vom Ich gesteuert. Das ist nicht, dass wir lernen, irgendwie ein super Programm laufen zu haben und immer gewiefter werden mit unserem Fitnessprogramm, unserem meditativen Fitnessprogramm. Gar nicht. Was dieses Spiel so wunderbar macht, ist, dass es immer feiner und spontaner läuft, je weniger Ich, je weniger fixe Vorstellungen mit dabei sind. Das ist eine irre Entdeckung. Sodass schlussendlich man die Aktivität von Buddhas, also von vollkommenen Erwachten, so beschreibt, dass sie ständig in völliger Harmonie mit den Tendrils agieren, also mit den wechselseitigen Beziehungen. Dass sie sich in dieses Wechselspiel der vielen Kräfte mit völligem Gewahrsein so wach und spontan einbringen können, dass es das Beste aus diesem Wechselspiel herausholt. Das Beste für alle Beteiligten. Und das ist kein ich-gesteuerter Prozess. Also diese Expertise im Umgang mit Situationen, die von Interdependenz geprägt sind, ist nicht etwas, was wir uns anlernen und dann behalten müssen und besonders geschickt wieder abrufen müssen, sondern ist Teil dieser intuitiven Weisheit, dieses intuitiven Gespürs, was immer feiner wird, je weniger wir diesen Ich-Brocken im Zentrum haben. Ja, der blockiert immer alles. Und wenn das flüssiger wird und feiner und durchlässiger, blockiert das immer weniger und die Anpassungen finden von selbst immer schneller statt. Wenn es dazu Fragen gibt, notiert sie euch für später. Okay? Okay.
guck mal gerade, was jetzt ansteht. Tashinamga fragt weiter, wer denn nun diese verschiedenen Meditationsobjekte zum Bereinigen emotionaler Verstrickungen anwenden sollte. Und da wird er selber auch subtiler und schreibt oder zitiert das Sutra: Wer frei sein möchte vom Begehren des Begierdebereichs, der richte seine Aufmerksamkeit zunächst auf dessen grobe Aspekte und dann auf den Frieden im Bereich der Form. Wir haben das schon ein bisschen gemacht. Könnt ihr euch noch an diese Kontemplation, Meditation zum Thema Ruhelosigkeit und Frieden erinnern? Ja, da haben wir so etwas schon gemacht. Worum es hier eigentlich geht, ist, dass wir als Meditierende beginnen mitzubekommen, dass unser Haften an Sinneserfahrungen immer eine gewisse Unruhe mit sich bringt. Das ist einer dieser Triebflüsse, das Streben nach Sinneserfahrungen. Dieses Verlangen hängt damit zusammen, dass wir unsere Existenz, die Existenz eines vermeintlichen Ichs, dass wir die wie bestätigt finden, wenn ich Erfahrung mache. Also wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas höre, wenn ich diskutiere, wenn ich laufe, dann kann ich mich so richtig fühlen. Okay? Diese Sehnsucht, mich in meiner Existenz bestätigt zu werden, die wird vor allem befriedigt durch Sinneserfahrung. Sinnesdeprivation, also ein Mangel an Sinneserfahrung, führt zu starken inneren Ausfällen, wenn man nicht damit umgehen kann. Okay, das ist bei Kindern ja bekannt, es führt zu ganz, ganz krassen Schäden in der inneren Entwicklung. Und wenn wir meditieren, gehen wir einen anderen Weg. Unsere normalen Meditationen, die sind alle noch im Bereich des Verbundenseins mit Sinneserfahrungen. Also wer sich damit auskennt, mit diesen 3 Shinne-Stufen, wisst ihr noch, also Geistesruhe wie ein Wasserfall. Wir sind nicht identifiziert, aber es findet ganz viel statt. In den Sinnen ist noch ganz viel los. Es ist noch eine recht hohe Aktivität, aber wir sind nicht involviert. Wir sind so ein bisschen so, als würden wir beim Wasserfall stehen und ihn beobachten. Die beobachtende Aktivität schafft eine Distanz, eine gute Distanz. Oder wir sind wie im Wasserfall und der stürzt vor uns rüber, aber wir greifen nicht hinein, wir werden nicht reingezogen. Ja, so beginnt Meditation. Das ist diese erste Stufe von Shamatha auf Tibetisch Shinne. Und dann beruhigt sich ja das geistige Geschehen weiter und man spricht dann vom Strömen eines Baches und schließlich vom Strömen eines Flusses und das wird immer gemächlicher. Und dieses ruhige Dahinfließen des Stromes, das ist so eine Beruhigung der Körperempfindung, eine Beruhigung im Sehen, im Hören und natürlich auch im Denken. Das sind so Geistesbewegungen, aber die sind nicht mehr so krass wie Feuer. Wir würden nie mehr von einem Feuerwerk sprechen, wir würden nie von einem Wasserfall sprechen. Es entsteht so ein Gefühl von Geschmeidigkeit und im Fluss sein. Aber es ist ein ständiger Strom der Wahrnehmung. Und das alles nennen wir den Begierdebereich, den Bereich des Begehrens, des Festhaltens an Sinneserfahrung.
Das ist Schiene-Stufe Nummer 2, dieses Strömende, ja, wie ein Fluss. Und dann Schiene-Stufe Nummer 3, also Shamatha, Geistesstufe Nummer 3, ist wie ein Ozean. Und dieser Ozean, der wird beschrieben als spiegelglatt, wie im Mittagslicht in der Sonne, vollkommen klar, und zu Anfang tauchen noch einzelne Gedanken auf und dann gleiten wir hinüber in die gedankenfreien Geisteszustände, ohne dass wir Konzepte, Begriffe noch erleben würden. Aber es findet ein Gewahren statt. Und in diesem Übergang in die dritte Schiene-Stufe, in die dritte Stufe von Shamatha, in dieses ozeangleiche, ganz ruhige Verweilen, da kommt es noch zu dem Auftauchen von Gedankenimpulsen. Aber es kann sein, dass im Laufe von so einer 1-, 2-, 3-stündigen Meditation nur 7, 10, 15 solche Geistesregungen kommen. Die nimmt man so genau wahr, wie wenn ihr an einem ganz glatten See sitzt, mit panoramischem Blick, und ab und zu springt ein Fisch aus dem Wasser und fällt gerade wieder zurück und ist schon wieder verschwunden. So kurz sind diese Geistesregungen. Gerade so, und sie sind ganz deutlich. Und das wäre so der Übergang in die Dhyanas, in die meditativen Versenkungen. Stufe 1, 2, 3, 4. Und wir lösen uns. Das sind dann die Samadhis der Form, das ist der Formbereich. Darum geht es jetzt hier, Dagbhuta Namgyal. Und diese Erfahrungen der subtilen Präsenz, der Lichthaftigkeit des Geistes, wo Sinneserfahrung von außen, hören, sehen, riechen, schmecken, Körper spüren, das alles spielt keine Rolle mehr. Das tritt völlig in den Hintergrund. Zunächst ist noch ein geistiges und ein körperliches Wohlgefühl zu merken, und selbst das wird weniger. Also man könnte so sagen, die Sinne werden ganz, ganz, ganz ruhig, und zum Schluss ist selbst im geistigen Sinnesfeld ist nur noch eine ruhige Offenheit zu spüren. Und was jetzt Dagbhuta Namgyal uns empfiehlt, ist, die Nachteile dieses Haftens an den Sinneserfahrungen zu kontemplieren. Dass das doch immer ganz schön aufwühlend ist. Und die Vorteile dieses ganz ruhigen Verweilens zu kontemplieren. Diese Kontemplation, die beginnt bei uns, indem wir unsere ruhigeren Geisteszustände mit den aufgewühlteren Geisteszuständen vergleichen. Und wir merken, dass diese hin und her flitzenden Augen, die alles immer beobachten müssen, was vor uns los ist, dass das unruhig macht. Haben wir keinen Bock mehr drauf. Dass dieses Hören, was ständig alles interpretieren muss, dass das auch uns viel lieber ist, wenn sich das entspannen kann. Und uns ist sehr lieb, wir merken das, manchmal können wir im Körper sein und wir reagieren gar nicht mehr auf die kleinen Schmerzen, auf dieses und jenes, was passiert, und merken sogar, dass Schmerzwellen sich von selbst auflösen, und wir sehen den Unterschied, wie klar so ein ruhiger Geist ist und wie relativ unklar und unpräzise der an den Sinneserfahrungen haftende Geist ist. Ja, ihr selbst, ihr macht das mit euren Erfahrungen. Ihr müsst jetzt euch nicht auf Samadhis beziehen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, sondern ihr nehmt immer eure entspanntesten, eure friedvollsten Erfahrungen und das Normalbewusstsein. Und worum es geht, ist, dass eine Sehnsucht entsteht, die ist nicht verkehrt, diese Sehnsucht, eine Sehnsucht in die ruhigeren, klareren Geisteszustände zu finden. Diese Sehnsucht ist ein Motor, um sich zu lösen aus dem Haften an Sinneserfahrung. Und das braucht es. Wir müssen uns lösen können.
Und zunächst sehen wir noch nicht die weiteren Vorteile, um die es nachher gehen wird, sondern wir sind erstmal noch damit beschäftigt, innerhalb Samsaras Frieden zu finden. Und diese sehr entspannten Geisteszustände innerhalb der samsarischen Existenzen kennenzulernen. Das ist, was uns beschäftigt. Und dann merken wir, dass das auch noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Nicht wahr? Das kommt dann als nächstes. Also, ich mache mit euch nachher eine geleitete Meditation dazu. Aber jetzt lasst frische Luft rein, frischt euch auf. Wir brauchen einen ausgeruhten, frischen Geist in 10 Minuten. Ja, 3:55 geht's weiter. Okay? Also, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Jedes Mal, wenn wir beginnen mit so einer Meditation, merken wir ja, wie wir aus einem etwas angeregteren Geisteszustand mit vielen Sinneseindrücken und Reaktionen auf diese Sinneseindrücke, wie wir in größere Ruhe hineinfinden. Diesen Prozess, der jetzt dann stattfindet, den möchte ich, dass wir ganz bewusst schon mitbekommen. Wir gehen jetzt bewusst so vor, dass wir den Blick stabilisieren und aus dem Schauen nach rechts und links uns lösen. Nehmt euch einen Fokus, der vielleicht nicht auf dem Bildschirm liegt. Es sei denn, ihr habt ihn ganz stabil geschaltet. Wir ziehen das Interesse ab aus dem Visuellen. Wir beschäftigen uns nicht mehr groß damit, obwohl wir den Sehsinn, wenn ihr das möchtet, weiterhin offen lassen. Sehen findet statt, aber es ist nicht wichtig, was wir sehen.
Riechen findet statt, aber es ist nicht wichtig, was wir riechen. Schmecken ist im Moment unerheblich. Wir spüren Körperempfindungen, aber nachdem wir herausgefunden haben, dass wir bequem sitzen, brauchen wir uns nicht weiter darum zu kümmern. Hören brauchen wir jetzt gerade noch, aber wir hören ganz entspannt und vertrauen auf das spontane Verständnis von dem, was gesagt wird. Die Aufmerksamkeit weilt vorwiegend beim inneren Erleben, im geistigen Sinnesfeld. Denkprozesse bekommen keine weitere Aufmerksamkeit mehr. Denken über Vergangenes, Zukünftiges und auch das Bedenken des Jetzt bekommen kein Interesse von uns. Nur gerade so, was es braucht, um den Instruktionen zu folgen. Mit jedem Ausatmen haben wir die Möglichkeit, geistige Prozesse zu entspannen, sich auflösen zu lassen in der Weite. Und mit jedem Einatmen öffnen wir uns in genau diese Weite. Es gibt nichts gut zu machen. Wir vertrauen, dass sich alles von selbst vollzieht. Wir brauchen es nur zuzulassen, dass sich der Geist von selbst entspannt.
wo kein Greifen ist, zeigt sich mehr und mehr, wie der Geist eigentlich wirklich ist. Wir öffnen uns in Bereiche zunehmender Klarheit, falls sich Entspannen mit Dumpfheit vermischt. Erinnern wir uns daran, etwas frischer präsent zu sein. Einfach nur präsent, ohne Kommentare. Braucht keine Kommentare.
Vielen, vielen Dank. Für das, was ich jetzt so ein wenig euch zeigen wollte, euch so zugänglich machen wollte, reicht das eigentlich schon. Ihr würdet normalerweise, ihr diese Meditation fortsetzen und fortsetzen, immer wieder so praktizieren, bis sich euer Geist daran gewöhnt, so dieses Verwickeltsein mit Sinneserfahrungen zu reduzieren, runterzufahren, sich daran gewöhnt, keine Gedanken erzeugen zu müssen, sich mit nichts zu beschäftigen und dabei auch dann nicht dumpf zu werden, sondern in so eine Weite zu gehen. Und die Bemerkungen über die Veränderung dieser Zustände, dass es jetzt weiter wird oder dumpfer oder frischer, all das lässt mit der Zeit nach. Und unser Geist beginnt zu vertrauen, dass sich dieser Prozess des Eintretens in die Dhyanas von selbst vollzieht. Wichtig ist dabei, dass wir nicht an den vorübergehenden Erfahrungen von Freude oder Glücksgefühl im Körper, von zunehmender Klarheit, dass wir daran nicht anhaften. So. Es hört auch sowieso auf eigentlich, weil es ist einfach so, dass das so Durchgangsphasen sind. Es wird immer natürlicher. Der Geist beruhigt sich. Okay. Und ist deutlich einfacher. Deutlich einfacher unterwegs. Keine Komplikationen, die uns erstmal so auffallen. Und was Praktizierende, die diese Übung machen, also zu vergleichen, die Rastlosigkeit des Haftens an Sinneseindrücken und den Frieden der Meditationszustände im Bereich der Form, was da so klar wird, ist, wow, wie erleichternd, wie erfrischend das doch ist. Und so Praktizierende haben immer wieder das Bedürfnis, das geht dann auch immer schneller, auch tagsüber, sich einfach mal hinzusetzen und völlig loszulassen, sodass sich für kurze Zeit und in kurzer Zeit diese offenen, ruhigen Geisteszustände zeigen. Das ist diese Sehnsucht, von der ich sprach, die ganz natürlich ist, weil tatsächlich schon viel weniger Dukkha, viel weniger Leid im Spiel ist. Das ist so viel weniger Stress. Und es entspricht im karmischen Bereich, entspricht es einer Entwicklung hin zu immer heilsameren Geisteszuständen. Und wir merken, dass alles Nicht-Heilsame, alles Greifen, das Verhaftetsein in der Welt weiter verstärkt. Und wir werden lockerer und leichter. Und jetzt kommt etwas, wo Dakpotashinanga jetzt nicht etwas schreibt, dass wir jetzt die Vorteile der formlosen Meditationen kontemplieren, sondern dass wir jetzt dann bereits die Folgendes machen. Wer der vergänglichen Ansammlung der Skandhas überdrüssig ist und von diesen schließlich befreit werden möchte, der richte seine Aufmerksamkeit auf die 4 Wahrheiten vom Leid, vom Ursprung allen Leids, vom Aufhören von Leid und vom Pfad zum Aufhören von Leid.
Einige von euch, die ein bisschen belesener sind oder schon viele Meditationskurse gemacht haben, die haben vielleicht davon gehört, dass man manchmal von 8 Jhanas spricht oder dass man von 4 Jhanas im Bereich der Form spricht und den 4 formlosen Samapatis, den meditativen Vertiefungen im Bereich der Formlosigkeit. Forschungen im Pali-Kanon haben ergeben, dass der Buddha die meistens nicht als 8 Jhanas, sondern als 4 Jhanas und 4 zusätzliche Vertiefungen gelehrt hat. Und in diesen 4 formlosen Vertiefungen, man rechnet sie manchmal auch dem 4. Jhana zu, taucht man ein in immer weitere Geistesbereiche, wo es sich anfühlt, wie wenn das Bewusstsein alles durchdringt, dass alles zum Bewusstsein wird, die Erfahrungen werden immer subtiler, immer feiner, bis sogar ein Eindruck entsteht, dass man das gar nicht mehr Wahrnehmung nennen kann, gar nicht mehr Wahrnehmung. Man kommt in so einen Bereich, das ist nicht mehr fein zu definieren. Aber, also diese 4 Meditationen im formlosen Bereich sind nicht das klassische Sprungbrett in der buddhistischen Tradition, um in die Einsicht zu gehen. Ja? Weil der Geist so reduziert ist auf ein bloßes Sein bis hin zu nicht mehr fein unterscheiden, ob es sich um Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung handelt. Ja, so geht so weit auf, dass die notwendige Energie des Erkennens, des Unterscheidens für gewöhnlich nicht vorhanden ist. Ich sage es mal so vorsichtig. Was es braucht, wenn wir in diesen Bereichen der Form unterwegs sind, also solch einen Frieden erleben, ist, dass wir dank der Unterweisungen eine zweite Kontemplation ausführen. Und zwar, dass wir merken, dass ganz subtil noch ein Anhaften da ist, ein Beobachten, ein subtiles Kontrollieren des Meditationszustandes. Dass das Vertrauen noch nicht so vollständig geworden ist, dass wir richtig loslassen könnten. Also dass, obwohl wir so ruhige Geisteszustände erleben, dass da immer noch ein feines Wahrnehmen stattfindet, ein ganz feines, subtiles Gefühl von Haften an einem fast neutralen Geisteszustand, aber er ist das, was übrig bleibt von dem Angenehmsten, was wir kennen. Er ist die Vereinfachung des angenehmsten Geisteszustandes, den wir bis dahin kennen. Das ist die Gefühlstönung. Es findet ein feines Unterscheiden statt und eine Vorliebe für diesen Geisteszustand mit einer Abneigung gegenüber anderen Geisteszuständen. Ganz subtil. Nicht sehr aufführend, aber doch zu spüren, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und unser Gestalten hat eine Neigung, sich immer wieder in diese Bereiche hinein bewegen zu wollen. Also die subjektive Willensanstrengung, dieses Ich möchte das erfahren, ich möchte darin verweilen, das hat noch nicht aufgehört. Und wenn man mit Praktizierenden spricht, die in diesen Geisteszuständen sind, dann können wir ihr Bewusstsein dafür wecken. Und sie erleben das so, dass eine Ahnung des ganz natürlichen Seins wie in diesem entspannten Sein, in diesen Jhanas, in diesen Vertiefungen zu spüren ist. Ein bisschen so, als würden wir die Freiheit hinter einer Gardine sehen können. So ein feiner Schleier ist noch da, es ist wie, als wäre ich schon dort, aber es ist nicht ganz das. Und da braucht es dieses Kontemplieren über die 4 edlen Wahrheiten in ihrer feinsten Form. Wir kommen mit diesen Jhanas, mit diesen 4 meditativen Versenkungen in Erfahrungsbereiche hinein, wo deutliche Ahnungen eines korrekten Verständnisses der 4 edlen Wahrheiten bereits auftauchen.
Wir erreichen innere Zustände, die man auch Gipfel Samsaras nennt, also Gipfel der samsarischen Existenz, das subtilste und entspannteste, was wir innerhalb des dualistischen Gewahrseins erfahren können. Und das ist eine Vorbereitung zu einem ganz feinen Verständnis, wenn es sich dann auftut, von dem, was tatsächlich mit der dritten edlen Wahrheit gemeint ist. Eigentlich verstehen wir alle 4 Wahrheiten erst, wenn wir das Aufhören von Dukkha einmal erlebt haben, einmal richtig erlebt haben. Dann purzeln alle Groschen, was auch die anderen Wahrheiten angeht. Es gibt 2 verschiedene Wege, aus diesen subtilen Dhyanas in ein erwachtes Gewahrsein zu wechseln. Der eine Weg wäre, das denkt man sich so, dass das jetzt so gehen möge, dass man aus dem vielleicht 4. Dhyana oder zumindest einem der anderen, dass man da ein Gewahrsein für die Natur des Beobachtens entwickelt, also die Aufmerksamkeit, die noch ausreichend vorhanden ist, dass man sie richtet auf diese noch ganz fein vorhandene Aktivität des Beobachtens. Ihr müsst euch dieses Beobachten so vorstellen, dass ihr einen riesigen Geistesraum habt, der ganz weit geworden ist, unendlich weit, und dass irgendwo in der Ecke ein Mäuschen aus dem Mauseloch guckt, ganz, ganz still ist, ganz, ganz still, keinen Mucks macht, höchstens mal so ganz bisschen mit den Härchen auf seiner Nase, so ein bisschen so kleine Bewegungen macht, ganz, ganz still. Und eigentlich kriegt man es nicht mit. Aber wenn man ehrlich mit sich selbst ist, dann ist es da. Und das ist dieses mucksmäuschenstille Beobachten, was keine Gedanken mehr erzeugt. Also Beobachten ist nicht immer eine gedankliche Aktivität, sondern wird zu einer subtilen Haltung mit ganz, 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 ganz feinen Geistesbewegungen. Und zum Beispiel in meinem Fall, aber auch bei anderen, ist es oft nicht möglich, weil diese Bewegung, dieses Beobachten ist so fein, es in diesen ruhigen Geisteszuständen zu durchschauen, also den Blick wirklich in diese dualistische Trennung, die dadurch entsteht, zu richten, sondern wir gehen in aktivere Geistesbereiche hinein. Ich kenne aber auch eine Praktizierende, die aus diesen ganz, ganz ruhigen Geisteszuständen, 4. Dhyana, in die Erkenntnis hinübergewechselt hat. Ja, das gibt es auch. Und das wäre so, wie man es didaktisch beschreiben würde, aber tatsächlich ist eine etwas höhere Energie im System, also zum Beispiel tatsächlich einen Gedanken zu haben, tatsächlich eine klare Geistesbewegung zu haben und die dann zu durchschauen, ist für viele leichter. Und was dabei passiert ist, dass die Anspannung im dualistischen Denken, im dualistischen Beobachten, Wahrnehmen, was auch immer die Geistesbewegung da ist, dass diese Anspannung in dem Moment des Erkennens ihrer wahren Natur vorbei ist. Und das ist ein klares Sehen, dass nichts von all dem irgendeine Substanz hat. Und dann erst ist klar, was die erste Wahrheit vom Leiden ist. Ja, dass es immer noch ein subtiles Leid ist, eine subtile Anspannung, wenn selbst dieses kleine Beobachten noch stattfindet. Der Unterschied ist eklatant. Wenn dieses Mäuschen verschwunden ist ein Riesenunterschied. Es ist unglaublich, was das für ein anderes Sein ist. Es ist vollkommen natürlich im Unterschied zu etwas, was vorher noch künstlich war. Und die zweite Wahrheit wird auch erst in dem Moment klar, weil erst dann klar wird, wie subtil die Identifikation mit einem Ich ist und wie subtil die Angst ist, die Kontrolle aufgeben zu wollen. Das wird erst in dem Moment klar, wenn sie zum ersten Mal aufgegeben wurde.
wenn der Unterschied deutlich wird. Es entsteht dadurch ein Verständnis der dritten Wahrheit ebenfalls, eine Gewissheit, dass dieses Freisein von Leid von niemandem erzeugt wurde. Dass es kein Akt des Willens war. Niemand kann das mit dem Willen erzeugen. Es ist ein Akt des Zulassens, des Sich-Vergessens, des Aufhörens, es zu verhindern. Und jeder, der das erfährt, der weiß, dass das passiert ist. Man könnte fast sagen, wie man auf Französisch so sagt, malgré moi, trotz meiner Wenigkeit, die immer versucht zu meditieren, ja, obwohl da immer dieser angestrengte Meditierende im Hintergrund war, irgendwann ist es trotzdem mal passiert. Und genau das ist das Überraschende. Es ist einfach passiert und manchmal passiert es in Situationen, wo man es nie für möglich gehalten hätte. Und diese Gewissheit, dass es nicht künstlich erzeugt ist, nicht auf Wollen beruht, nicht auf Anstrengung, die macht aus, dass wir verstehen, was die vierte Wahrheit ist, dass die vierte Wahrheit ein Weg ist, in die Anstrengungslosigkeit zu finden. Also, dass sowohl die Sicht, die noch konstruiert ist, nicht die wahre Sicht ist. Dass eine Motivation, die noch konstruiert ist, nicht die wahre Motivation ist. Dass ein heilsames Verhalten in Reden, Handeln und Lebensführung, was noch Anstrengung braucht, nicht die rechte Lebensführung ist, sondern einfach nur eine Annäherung. Dass ein Streben in Richtung auf eine Achtsamkeit, die noch dualistisch ist und die dualistische Samadhis zum Ziel hätte, dass das noch nicht rechtes Streben, rechte Achtsamkeit und rechtes Samadhis sind. Sondern recht, also im Sinne von erwacht, werden sie erst, wenn es ein zentrumsloses, ein mittelpunktsloses Sein ermöglicht, wo die Samadhis dann das Ruhen in dieser Sicht eröffnen, die keinen Mittelpunkt mehr hat, die niemandem gehört. Das heißt, dieser Moment des Erwachens, von dem immer so gesprochen wird, dass es mindestens ein Strom eintritt, im Mahayana wird das mit dem Erwachen noch ein bisschen kritischer gesehen. Ein vollständiges Erwachen ist eine stabile Einsicht und nicht eine instabile, wie die meisten, denen ein Stromeintritt attestiert wird. Dieses Verständnis ermöglicht dann, dass wir zum ersten Mal erkennen, was der Buddha mit den 4 Wahrheiten überhaupt gemeint hat. Und dann ist der Weg klar. Dann wissen wir, dass es um dieses anstrengungslose Praktizieren geht, nicht um die 4 Jhanas. Es geht um ein anstrengungslos offenes Sein, in dem alle Erscheinungen, alle Phänomene in ihrer leeren Natur erkannt werden, inklusive des eigenen Seins, also der eigenen Person. Das wird da offenkundig. Okay? Und das war jetzt die Unterweisung zu den, man könnte sagen, den Nachteilen der Vertiefungen im Formbereich, in diesen Absorptionen in den 4 Jhanas. Und eigentlich wissen wir jetzt, was mit Samsara gemeint ist. Ja, dieses noch beobachten, noch kontrollieren, immer noch etwas wollen, etwas anderes nicht wollen, das sind so die letzten trennenden Schleier der Ich-Bezogenheit oder der samsarischen Existenz. Und wenn wir das tief kontemplieren, falls wir das überhaupt brauchen, dann entsteht der Wunsch, sich ganz und gar auch aus den Erfahrungen des Formbereichs und des formlosen Bereiches zu lösen. Die sind dann nicht mehr attraktiv. Okay? Diese Erfahrungen, die für viele so attraktiv sind, dass sie viel Energie darauf verwenden, diese Jhanas zu erfahren, die sind nicht mehr attraktiv
für jemanden, der ihre wahre Natur oder die wahre Natur von allen Phänomenen erkannt hat. Weil es sind leichte Kunstprodukte. Ja, die Dhyanas sind nicht besonders effektiv, um Lebewesen zu helfen. Da ist man so weit abgerückt aus den normalen Sinneserfahrungen, dass Kommunikation unmöglich ist. Es ist nicht sehr effektiv, um Lebewesen zu helfen. Man kann dadurch einige Kräfte entwickeln, man kann dadurch die eigene Erkenntnis vertiefen, aber es ist, wie soll man sagen, als dualistischer Geisteszustand ist es nicht befriedigend. Diese Dhyanas, die haben 3 Qualitäten, die sich dann im Bereich der Erkenntnis des Mahamudras wiederholen. Freude, Klarheit und Freiheit von diskursivem Denken. Nicht-Denken genannt, aber damit ist Freiheit von Prapancha, von ausschweifendem Denken gemeint. In den Dhyanas sind diese Erfahrungen von Freude, Klarheit und Nichtdenken die dominierenden Erfahrungen in dieser Reihenfolge, von den ersten Dhyanas bis hin zum 4. Dhyana und die weiteren 4 Samapatis sind Vertiefungen des Bereiches des Nichtdenkens, ja, des nichtbegrifflichen Denkens. Diese 3 Erfahrungen, das sind eigentlich schon Ausdruck der Natur des Geistes. Und wenn sie vom Mittelpunktsgefühl befreit sind, dann entsteht Freude als die große non-duale Freude. Und die Klarheit zeigt sich als die natürliche Lichthaftigkeit des erkennenden Geistes. Und das Nichtdenken zeigt sich nicht als Abwesenheit von allen Denkprozessen, sondern als ein Denken vollkommen frei von allen Verstrickungen, von allen Prozessen, die irgendwie Leid erzeugen. Das ist dann die Freiheit des Denkens, die sich zeigt. Ja? Das Nichtdenken im Sinne von einem nicht ich-bezogenen Denken. Also diese grundlegenden Qualitäten dieser Samadhis, die kommen wieder, die zeigen sich im Mahamudra, aber sie haben sich doch sehr gewandelt. Sie sind fließender, sie sind vollkommen natürlich, niemand haftet an ihnen, sie sind kein Gegenstand des Haftens. Es ist eine völlige Gewissheit, dass auch sie Lehrer Natur sind, ja, also dass diese Qualitäten, dass sich niemand drum scheren muss, weil sie von Natur aus da sind. Dieses tiefe Vertrauen entsteht dann. Und was ich jetzt mache mit euch gerade, indem ich darüber spreche, ist, natürlich wecke ich eine gewisse Sehnsucht nach diesen Zuständen in euch. Ja? Und das ist beabsichtigt. Trotzdem könnt ihr all diese anderen meditativen Versenkungen entwickeln, aber ihr habt schon mal gehört, immer wieder gehört, dass es da noch etwas anderes gibt. Und eine Ahnung in euch wird euch nie ganz loslassen, dass es etwas noch anstrengungsloseres gibt als diese Versenkungen, die so ein wenig einen künstlichen Geschmack haben. Okay, so viel dazu. So viel dazu. Ich möchte euch ein bisschen was von Gengen Rinpoche erzählen. Fällt mir gerade so ein. Aber die Assoziationskette ist so, ich dachte natürlich jetzt zurück an meine ersten Retreat-Jahre und die Begleitung durch Gengen Rinpoche. Und dann gab es irgendwann mal die Situation, wo er sagte, also, ich bin da gar nicht gut drin, euch in der Shamatha, in der Shine-Praxis anzuleiten, weil bei mir als Jugendlicher ist das einfach von selbst passiert. Ich landete immer von selbst in dieser 3. Stufe des ozeangleichen Verweilens.
Ich weiß gar nicht, wie das geht, aus dem Wasserfall ins Strömen, wie ein Fluss und so weiter zu gehen. Das habe ich mir nachher habe ich das beobachtet, wie das bei anderen so läuft. Aber selber habe ich das gar nie erfahren. Dann sagt er, und wisst ihr, ich habe auch nichts machen müssen, dass aus diesem ozeangleichen Verweilen dann Mahamudra wurde. Ich habe einfach nur gebetet. Und der Segen hat es gemacht. Einfach der Segen. Ja? Und so spricht natürlich jemand, der in früheren Leben ganz viel praktiziert hat. Ja? Aber es zeigt auch, wie natürlich das Ganze ist, für jemanden, der nicht mit starken Schleiern in dieses Leben geboren wird. Und unsere eins, wir haben natürlich ziemlich viel Schleier am Start und wir mühen uns ab, eins nach dem anderen zu entspannen, uns allmählich daraus zu lösen und wir ruhen nicht einfach mal bloß, weil wir uns hinsetzen in diesem ozeangleichen offenen Sein, wo einfach alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nicht? Das ist einfach nicht so. Drum gehen wir diesen stufenweisen Weg. Aber für ihn war das tatsächlich ein ganzer Prozess zu lernen, wie er uns darin anleitet. Dafür war er umso besser darin, uns immer wieder Mahamudra zu erklären. Und das hat alle seine Schülerinnen und Schüler geprägt, dass er halt ständig aus dem Mahamudra heraus uns die Natur des Seins beschrieben hat. Das war seine große Stärke. Ja, daran musste ich gerade denken. So. Okay. Habt ihr Lust, aus Samsara frei zu werden? Kriegt ihr ein bisschen Lust? Ja. Ach ja, wisst ihr, das Bedauerliche an der ganzen Geschichte ist, dass ja gar niemand mitkriegt, wenn diese Freiheit entsteht. Da ist ja gar niemand, der feiern kann. Da ist auch niemand, der klatscht und uns zuschaut. Das ist schon eine irre Ding. Da ist eine Erfahrung von völliger Leichtigkeit und gleichzeitig ist in dem Moment auch überhaupt kein Stolz, überhaupt nichts irgendwie, was das für besonders halten würde. Das ist so selbstverständlich und eigentlich packt man sich nur an den Kopf und sagt, wie dumm, das nicht vorher gesehen zu haben, wie leicht das Ganze ist. Was haben wir uns eins abgestrampelt? Und diesen Weg des Abstrampelns, den würde ich euch gerne abkürzen. Und das war auch das Anliegen von Dakpotaje Namgyal, dass er uns den nicht länger macht, sondern ganz viel an die Hand gibt, um das abkürzen zu können. Denn wenn wir da ein bisschen geschickter sind und uns nicht unnötig anstrengen, sondern so uns das zu Herz nehmen, was da jeweils steht und was uns da erklärt wird, dann können wir den Weg deutlich schneller gehen. Und wir verbringen weniger Zeit in Meditationen, die überhaupt keine Früchte tragen, weil wir einfach irgendwo nur abhängen auf irgendeinem meditativen Parkplatz. Ne? Das brauchen wir nicht. Wir können deswegen ist es ein bisschen ungemütlich, immer so viel. Jetzt hatten wir ja gerade die ganzen analytischen Meditationen und so, das ist ein bisschen ungemütlich und ein bisschen anstrengend, kommt einem das vor. Aber wenn wir das kapieren, was damit gemeint ist, wird der ganze Rest so viel leichter. Ihr merkt das schon jetzt, allein dass wir jetzt am, 4. Tag oder so aufbauen können auf das, was wir in den Tagen vorher uns klar gemacht haben. Das macht es ja schon so viel leichter. Und was sind 4 Tage in einem Leben? Nicht? Okay, ich glaube, wir brauchen wieder mal eine kleine Pause. Was ist denn das? Es ist schon 4:45. Meine Güte, wo ist denn die Zeit geblieben? Da brauchen wir ja auch keine Pause mehr zu machen. Dann gibt es jetzt noch ein paar Fragen und Antworten und die sich in Ruhe ausklinken wollen,
die können das jetzt tun. Und ich gucke mal, was ihr spontan für Fragen habt. Schreibt jetzt mal nicht in den Chat, sondern meldet euch direkt, aber fasst euch kurz. Also wer etwas fragen möchte, kann sich direkt laut schalten und sprechen. Und nehmt Rücksicht, wer als erstes spricht, ist als erstes dran. Soll ich mal starten? Ja, grüß dich. Ja, genau, Richard. Ja, heute Morgen habe ich meditiert, ich habe es noch aufgeschrieben, deswegen würde ich es kurz mal vorlesen. Dann auf ablehnende und anhaftende Gefühle geachtet. Ja, und kam dann auch irgendwann in, ja, nenne ich es mal ruhiges, offenes Gewahrsein. Also so einen ruhigen Zustand. Ja, und das war auch erst so, ist dann aber mal ganz schön, wenn erstmal alles so nachlässt. Und dann habe ich gemerkt, dass es aber eigentlich auch nicht wirklich befriedigend ist. Ja, also was ich neu gemacht hatte, war eben diesen Achtsamkeit auf ablehnende Gefühle und angenehme Gefühle, das darauf gelegt habe. Und dann habe ich gemerkt, so, naja, das ist zwar eigentlich ein sehr schöner Zustand, also im Vergleich zu dem davor, weil ja eigentlich nichts mehr groß stört, aber dann habe ich dann doch immer wieder so leichte negative Gefühlstönungen, Störungen gesehen. Und ja, die waren mir lästig. Was ich nicht gesehen habe, ist das Gegenteil, also quasi noch leichte angenehme Sachen. Ich habe eigentlich nur leichte störende Sachen gesehen. Ja, und dann dachte ich mir, dann ist das jetzt irgendwie so die erste edle Wahrheit auf einer subtileren Ebene, dass da immer was Störendes bleibt, also auch wenn es sonst sehr ruhig war. Du hast da etwas Wahres. Tatsächlich ist das Wahrnehmen für das Störende erstmal ausgeprägter. Ja? Und da gibt es eine Menge zu entdecken. Es wird nicht ganz so bleiben, aber diese feine Antenne für das, was immer noch stört, die wird uns selbst in die angenehmsten Empfindungen und die tiefsten meditativen Versenkungen hinein begleiten. Da bleibt so etwas, wo uns dann zum Beispiel einfach das Beobachten stört. Ja, da bleibt sowas. Und auch damit müssen wir uns dann entspannen. Und dann das Beobachten durchschauen, dass das ja auch keine Substanz hat. Wer ärgert sich denn hier? Bitteschön, wer ärgert sich? Über was? Das Beobachten hat keine Substanz und der sich ärgert, auch nicht. Da braucht es dann den Blick in alles, was uns ärgert. Der sich ärgert und das, was uns ärgert. Und das wird dir dann weiterhelfen. Da wird der Geist dann noch ruhiger, auch wenn es erstmal vielleicht noch nicht die non-dualen Geisteszustände sind, die sich öffnen, aber deine Geistesruhe, die wird immer tiefer durch diesen kurzen analytischen Blick auf den, der sich nervt. Okay, wäre spannend, vor allem, ich bin dann mal gespannt, wie das ist, wenn ich mal positive Gefühle habe. Ach, das wird bald der Fall sein, keine Sorge. Räum mal erst mit den Negativen ein bisschen ab, so, und dann siehst du auch die anderen. Ja, ich kenne die schon jetzt, so ist es jetzt nicht, ne? Also, aber ich komme nicht häufig in Danas rein, so, also, oder sowas. Nee, guck mal, das ist jetzt Schiene-Stufe 2, was du gerade beschreibst, der Anfang davon, und das wird sich, schon jetzt erlebst du eine Beruhigung, und wenn du den Fokus ein bisschen änderst und diese Qualität der Beruhigung dir anschaust, die du gerade schon beschrieben hast, bist du schon bei einem angenehmen Gefühl. Aber meine Frage war, ob das dann wirklich nochmal so eine Art, ja, wie die erste Wahrheit, die edle Wahrheit quasi so widerspiegelt. Naja, du bist dabei, immer mehr davon wahrzunehmen, ganz genau, ganz klar. Ach so, ja, danke, da hat jemand reingeschrieben, wir haben ja noch bis 18 Uhr. Genau, wunderbar, wir machen jetzt die Fragen und dann geht es noch weiter bis 18 Uhr. Super, das passiert mir manchmal, wenn ich so völlig rausfalle, dann kann ich selbst eine Uhr nicht mehr richtig interpretieren. Ne?
Okay, also wir haben noch mehr als eine Stunde vor uns. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Fragen. Bin ich da? Ja, Iris, ich sehe dich. Ja. Ja, okay, schön. Ich habe so eine Frage. Eine Teilnehmerin hat gefragt, wie kann es sein, also bezogen auf die Buddha-Qualitäten, wie kann es sein, dass ein Mensch wie Trump hervorragende rhetorische Fähigkeiten hat? Und ich habe da also sozusagen partiell, ja, ich rede mal weiter. Und kann es denn so sein, dass man partiell in den Buddha-Qualitäten ist und Zugang dazu hat und andererseits total in seinen Verstrickungen ist? Und dass das vielleicht genauso wie verwirklichte Lehrer dann es denen passiert bei den Skandalen, dass sie tatsächlich hervorragende Lehrer sind und trotzdem dann in Verstrickungen landen. Das ist meine Frage. Ja, die Frage, die ist ja berechtigt. Es sind zwei unterschiedliche Niveaus, über die wir sprechen. Bei Menschen mit starkem Charisma, da gibt es ein Karma im Hintergrund, was ihnen ermöglicht, gut mit Situationen umzugehen und zu sprechen und gute Rhetorik drauf zu haben und so. Das ist ein Geschick, ein weltliches Geschick und das Ausdruck, dass sie in bestimmten Bereichen sehr starke Kräfte entwickelt haben, auch aus früheren Zeiten. Und dass da Bedingungen bei ihnen zusammenkommen, die ihnen das ermöglichen. Charisma, rhetorische Fähigkeiten lässt null Rückschluss auf die innere Geisteshaltung zu. Ja? Das ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Und genauso wenig wie Reichtum einen Rückschluss auf stärkere oder geringere Ich-Bezogenheit zulässt. Genauso wenig wie Armut. Ja? Beides nicht. Was jetzt die Lehrenden angeht, ja, es gibt Verwirklichung, wo weiterhin emotionale Verstrickungen aktiv sind. Und zum Glück kann ich euch da auf den Schmuck des wahren Sinnes von Gampopa verweisen, der damals schon im 12. Jahrhundert beschreibt, dass diese emotionalen Schleier noch bis in die 7. Bodhisattva-Stufe aktiv sind, eine ganz hohe Verwirklichung. Und aus meinem Beobachten dieser Prozesse weiß ich, dass ein Eintritt auf die 1. Bodhisattva-Stufe mit Verwirklichung nicht mit der Heilung von Traumata, von allen Traumata einhergeht. So Menschen können auch noch weiter traumatisiert sein. Und diese Traumata sind ja durchaus nicht ständig aktiv. Die sind latent im Hintergrund und können zu einem ziemlich schrägen Verhalten führen, sobald sie getriggert werden oder sobald zum Beispiel so ein verwirklichter Lehrer oder vielleicht auch noch vermeintlich verwirklichter Lehrer, sobald er zum Beispiel abends alleine ist, was dann in ihm hochkommt, wenn er nicht mehr im Kontakt ist mit Dharma-Unterricht und den Dharma weitergeben und so, was da alles so passiert. Das ist wichtig, das zu wissen. Deine Frage entspricht offenbar auch schon einer Beobachtung oder einer Einschätzung von dir selbst. Und ich kann das nur bestätigen, was du da so offenbar vermutest. Dass es da so durchmischte karmische Kräfte gibt, die eine sehr entwickelte Fähigkeit in einem Bereich und unentwickelte Fähigkeit in anderen Bereichen beschreiben und sogar das Nebeneinander von Verwirklichung und emotionalen Schleiern. Mhm. Dankeschön. Also, Gerne. Rinpoche hat ja auch von seinem Trauma berichtet. Das habe ich gelesen, aber okay, das ganz ist ja genau, ganz genau, ja. Dankeschön. Weißt du, ich habe auch mit 53 Jahren bin ich endlich an ein wichtiges Kindheitstrauma von mir rangekommen. Ich habe dann noch mal eine 3-jährige therapeutische Ausbildung gemacht, durfte mich dem widmen,
hatte schon lange Mahamudra praktiziert und es war so unendlich wichtig, dass ich mich dem nochmal richtig gestellt habe. Ja? Darum, ich spreche auch da aus eigener Erfahrung, spreche nicht einfach nur über andere. Ne? Ich kenne dieses Nebeneinander. Okay. Gerne nächste Frage. Darf ich sprechen? Darf ich sprechen? Ja, Edward. Ich habe Edward zuerst und dann die Cornelia. Okay, ich habe eine Frage zu den Janas. Ich habe im letzten Jahr das erste Mal von den Janas überhaupt was gelesen, als ich ein Meditationshandbuch von Alam Abend in die Hände bekam. Und ich war also völlig geplättet also davon, dass ich tatsächlich noch nie was von den Janas gehört hatte in buddhistischen Unterweisungen. Also vielleicht habe ich es überhaupt gar nicht mitgekriegt, aber wie dem auch sei. Ich habe heute deine Erklärung dazu so verstanden, dass du sagst, man muss die Janas nicht unbedingt gemacht haben. Habe ich das richtig verstanden? Man kann sozusagen diesen Weg auch nicht gehen. Ja, ich antworte dir zweierlei. Im Schmuck der Befreiung zum Beispiel beschreibt Gampopa die Jhanas gar nicht im Meditationskapitel, sondern im Karma-Kapitel, weil die eine spezielle Form des Karmas erzeugen, was zu der Wiedergeburt im Form- und im formlosen Bereich führt. Der 9. Karmapa beschreibt im Ozean des wahren Sinnes, dass aus seiner Erfahrung tatsächlich die Jhanas nicht notwendig sind, um Verwirklichung zu erlangen, sondern was er beschreibt, ist, dass es eine fortgeschrittene zweite Stufe von Shine braucht, also dieses strömende meditative Gewahrsein bis hin zu dem, was man anderswo die angrenzende erste Sammlung nennt, die Vorstufe des ersten Jhanas. Das braucht man und präziser ausgedrückt braucht man ein präzises Wahrnehmen, ein detailliertes Wahrnehmen einzelner geistiger Regungen. Wenn man einzelne Gedanken, einzelne geistige Regungen nicht für sich erkennen kann, dann kann man auch nicht ihre wahre Natur erkennen. Diese Fähigkeit, die braucht man als Minimum. Okay, danke dir. Okay, gerne. Timon, ich wüsste ganz gerne, wie ich in eine realistische Einschätzung komme zu dem, was ich erlebe. Also wenn ich zum Beispiel, ich neige dazu immer zu sagen, das kann ich nicht oder da bin ich noch nicht, das ist mir alles viel zu hoch, da komme ich vielleicht nie dazu so. Und wenn ich dann zum Beispiel sowas wie heute, wie Weite erfahre oder für mich eine riesige Geistesruhe, dann werte ich das ab. Oder wie du hast mir in dem Karuna-Haus gesagt, mein Geist sei geschmeidig. Also ich bin abhängig quasi, oder ich fühle mich abhängig von dem, was außen mir zugetragen wird. Ich fühle mich wenig in der Lage, selbst einzuschätzen, wo ich stehe. Ja, Cornelia, du hast eine hohe Resonanzfähigkeit in dir. Das heißt, du schwingst enorm gut mit, wenn um dich herum die Bedingungen entstehen und dann öffnet sich dein Geist und dann zeigt er sich in der ganzen Geschmeidigkeit. Was du jetzt brauchst, ist, dass du zum Beispiel heute Abend dir nochmal die Zeit nimmst, nochmal anzudocken an die Erfahrungen von jetzt am Nachmittag, um den Segen bittest, gezeigt zu bekommen, wie du dich dem wieder annähern kannst, solange es noch frisch ist. Das heißt, du brauchst überhaupt keinen Zweifel an deinem Geist zu haben, sondern was es braucht, ist das Selbstvertrauen zu entwickeln, dass du dich auch so entspannen kannst, wenn du nur für dich bist. Ja? Wenn niemand sonst um dich herum mithilft, in diese feinere Entspannung hineinzufinden. Und dass du das häufig machst, bis dieses Selbstvertrauen wirklich dann für dich selbstverständlich auch wird, dass du weißt, doch, das geht schon. Ich kenne jetzt inzwischen den Weg. Ja?
Da werden wir in den nächsten Jahren auch dran arbeiten. Ich werde dir dabei helfen. Ne? Aber ich bin da voller Vertrauen, dass du das kannst. Da ist irgendwie, da hat sich so ein mangelndes Selbstvertrauen breit gemacht in dir. Und das ist das wichtigste Hindernis. Der Rest, da gibt es nichts dran. Da ist nichts irgendwie, was anders sein müsste. Ja? Deswegen könnte es für dich hilfreich sein, immer wieder den Buddha in deinem Herzen meditieren zu lassen oder dir einfach Genyen Rinpoche da reinzusetzen oder so irgendjemanden, mit dem du so, weißt du, von diesen Buddhas und Buddhis, wo du so gut andocken kannst. Und die sollen das mal für dich machen. Ja? Ist ja bei mir Guru Rinpoche, ja. Ja, cool. Der macht das, ganz genau. Okay. Immer wieder mit Guru Rinpoche verschmelzen lassen und dann im Segen ruhen. Dankeschön. Ich habe zwei kleine Fragen. Ja, Cornelia. Hörst du mich? Ich höre dich und sehe dich, Cornelia. Mhm. Eine, also zum Thema Stolz, wie es ist, wenn man auf jemand anderen stolz ist. Wir haben ja über eigenen Stolz gesprochen. Denkst du an deine Kinder? Ja, zum Beispiel. Oder auch jetzt gerade meine Schwester war so eine Situation. Also einfach, wenn man wie sieht, etwas, was früher noch schwieriger war, scheint plötzlich leichter zu gehen. Da verwandelt sich Freude in Stolz. Und das hat mit einer ausgelagerten Identifikation zu tun. Das heißt, du identifizierst dich mit deiner Schwester bzw. mit deinen Kindern. Und die Freude darüber, dass etwas bei denen leichter geht oder sich gut gestaltet, wird zu einem Stolz. Eigentlich fängt es mit Freude an. Ja, vielleicht meine ich auch Freude. Und ja, danke. Okay. Das andere habe ich gerade in den Chat noch geschrieben. Einfach, das ist eher ein bisschen so eine Neugierde, wie erwachte Menschen miteinander umgehen würden. Und ob sie irgendwie, dass sie auch merken, dass der andere auch erwacht ist oder auch, dass sie selber erwacht sind. Ja, also diese Frage hat mich auch interessiert und es gab da ja so schöne Begegnungen, wie Genyen Rinpoche mit Pavo Rinpoche begegnet ist oder wie, weißt du, da gab es dann immer wieder so Begegnungen zwischen Meistern so und zum Teil trinken sie einfach Tee miteinander. Es ist so, sie brauchen sich ja nicht über meditative, geistige Themen auszutauschen. Oft tauschen sie sich aus darüber, wie man denn den Dharma in dieser Welt am besten vermitteln kann. Also ihr Mitgefühl, ihr Wunsch, hilfreich zu sein, weil all diese Lehrer waren ja in den Westen gekommen. Die haben sich dann häufiger darüber ausgetauscht, was denn hilfreich wäre hier im Westen und wie jeder auf seine Art dazu beitragen kann. Okay. Ja, mich hat gestern angesprungen, du hast ja diese 4 edlen Wahrheiten, diese Kurzmeditation, wo du auch heute nochmal gemacht hast und sagtest, du machst das sozusagen ganz häufig, dass du diese Reihenfolge, also wo ist Anspannung, Ursache und dann in so eine Öffnung oder was könnte Öffnung sein. Das habe ich heute Morgen ausprobiert, war auch ganz glücklich, dass es erfolgreich war. Also ich glaube, das ist eine total effektive Methode für mich und ich merkte, das wurde wie so ein Spiel. Also erst war die Anspannung stärker und ich musste mehr sozusagen sozusagen die Begriffe benutzen so und ja und dann löste sich was und dann wurde das einfach immer schwächer und immer weniger verbal eigentlich, auch weniger begrifflich. Also über den Prozess, das fand ich wie gesagt echt beglückend so, ruhig auch. Meine Frage ist jetzt so,
ich meine, das Dritte oder das offene Sein, das wäre ja das, worum es weitergehen würde. Wie ich sozusagen da mehr damit arbeiten. Du, direkt danach, dieser erste Prozess, das Aufspüren der Verspannung, das Erspüren, wo ist wohl die Wurzel davon und das Entspannen dieser Wurzel, das ist das, was unmittelbar dem natürlichen Sein vorausgeht. Danach kümmerst du dich um nichts mehr. Danach bist du einfach im natürlichen Sein. Ja, und es kamen dann halt wieder verschiedene Anspannungen. Ja, Das ist ja dann der Prozess in der Meditation. Dann habe ich wieder gemacht. Deshalb wurde das immer feiner. Ja, genau. So machst du. So einfach ist das. Eigentlich geht's ums natürliche Sein. Und immer gucken wir, wo noch ein bisschen Dukkha ist und das lassen wir sich auflösen. So. Also du musst ja nicht anfangen mit diesen Fragen und so. Weil diese Fragen, Nee, ich glaub, das ist guck mal, du hast jetzt ja schon so viel Dharma studiert und so viel genommen und so. Ich glaube, das hast du intus. Ja? Das springt spontan an, wenn du das brauchst. Du musst dich jetzt nicht damit so strukturiert befassen. Das hast du jetzt schon, glaube ich. Ja, das stresst mich auch eher. Das haben wir ja gestern oder vorgestern. Genau. Ja. Gut, ja, schön. Okay, gut. Danke. Dann würde ich jetzt die Pause einleiten von einer Viertelstunde, 15 Minuten Pause. Auf meiner Uhr wäre das 18 nach, also ungefähr 18 nach geht es weiter mit der, sagen wir mal, ungefähr letzten, wir machen 15 nach weiter mit der letzten Dreiviertelstunde. Ich möchte noch etwas nachtragen zu vorhin. Tatsächlich habe ich das ein bisschen übersprungen, dass Dashinamga schon auch einlädt dazu, die Nachteile der formlosen Vertiefung zu kontemplieren. Ich habe das nur ganz kurz gestreift, deswegen will ich es noch mal ein bisschen sagen. Der Nachteil der formlosen Versenkung ist, dass die unterscheidende Weisheit, das unterscheidende Gewahrsein, die Fähigkeit zu verstehen, dass die nicht ausreichend aktiviert ist, nicht ausreichend präsent ist. Das ist der große Nachteil und deswegen braucht ein Minimum an Erkenntnisfähigkeit. Wenn wir in einem Zustand sind, wie jetzt zum Beispiel in dem vierten dieser formlosen Vertiefung, wo es nicht mal klar ist, ob noch Wahrnehmen stattfindet oder kein Wahrnehmen mehr stattfindet, das reicht nicht aus, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die befreiend ist. Deswegen braucht es da etwas mehr Präsenz. Das wollte ich nur nachgetragen haben. Aber ich kann das nicht mit euch als Meditation machen, weil euch da hinein zu begleiten in diese formlosen Vertiefungen, das ist mir nicht gegeben, dass ich euch das irgendwie zeigen könnte. Dann machen wir jetzt weiter, wo es heißt, dass eine Person, deren emotionale Verstrickungen alle gleich stark oder insgesamt schwach ausgeprägt sind, ihre Aufmerksamkeit auf ein beliebiges der obigen Objekte richtet. Und das bedeutet, dass wir vermutlich, also viele von uns gehören vermutlich in die Kategorie, dass nicht eine der Emotionen so richtig dominiert. Gut, es kann sein, dass Ärger dominiert. Es kann sein, dass ich ein Begierdetyp bin, dann weiß ich es und dann widme ich mich stärker diesen Meditationen, die da vorgeschlagen werden. Aber bei den allermeisten von uns haben wir eine durchwachsene Mischung aller Kleshas. Und deswegen brauchen wir uns nicht auf eine Art des Meditierens, also auf eine Meditationsstütze so direkt auszurichten. Wir beginnen mal mit dem, was uns am meisten zusagt.
wir merken, da ahne ich oder da weiß ich schon, dass ich damit gute erste Fortschritte machen kann. Das hilft mir. Es muss nicht die Atemmeditation sein. Es kann eine der vielen jetzt angesprochenen Meditationen sein, wo wir dann anfangen. Schaut, Gengen Rinpoche ist damals mit uns, wir hatten natürlich alle Zeit der Welt, wir waren im Vollretreat und der hat das dann so gemacht, dass jetzt in unserem Fall wir einfach mal jede Meditation für eine ganze Woche rund um die Uhr praktiziert haben, also 4 Meditationssitzungen am Tag. Da kommt dann 4 mal 7, kommen 28 Mal jede dieser Meditationen ausprobieren raus. Ne? Da kennt man dann schon ein bisschen, so, da kommt dann schon was, aber das ist natürlich ein Privileg. Ihr könnt es so machen, dass ihr nicht nur einmal ausprobiert, sondern dass ihr euch sagt, okay, ich probiere eine Art zu meditieren mehrere Tage aus. Also richtig ein gutes Gefühl hätte ich, wenn ihr sagen würdet, ich nehme eine Meditation, die mir schon mal so von wie ich es höre zusagt und die übe ich wenigstens mal eine ganze Woche lang, also 7 Mal. 7 Mal führe ich die aus, um aus der anfänglichen Faszination rauszukommen. Dann wird es dann schon ein bisschen holpriger, dann wird es ein bisschen langweiliger. Es findet dann schon ein bisschen was statt in diesem 7 Mal mit demselben Meditieren. Und dann könnt ihr gerne mal was anderes ausprobieren, um vielleicht wieder zurückzukommen zu einer der Meditationen, die euch dann schlussendlich zusagt und bei der ihr verweilt. Jetzt nehmen wir uns etwas Zeit und ihr schaut mal, was ihr jetzt praktizieren möchtet. Was wäre denn eure aktuelle Meditationsform von all dem, was wir so angesprochen haben in den letzten Tagen? Beschränkt euch mal erstmal darauf, was da angesprochen wurde. Es kommt noch mehr, aber ihr habt ja vielleicht Aufzeichnungen, vielleicht erinnert ihr euch. Wenn euch etwas angesprochen hat, dann werdet ihr euch jetzt daran erinnern. Das ist so. Und wenn ihr auch alles andere vergessen habt, aber das hat einen Eindruck hinterlassen. Also zum Beispiel Nagadakini hat ja gesagt, was sie heute Morgen ausprobiert hat, die braucht nicht weiter zu suchen. Die kann das einfach so weitermachen. Oder die Christine hat vorhin in den Chat reingeschrieben, dass sie den Buddha im Herzen visualisiert und dass das für sie funktioniert. Und dann kann die damit weitermachen. Also so einfach, muss nichts Besonderes sein. Trefft mal einfach eine Wahl. Und spürt hin, wo bei euch Freude auftaucht, wenn ihr daran denkt, so zu meditieren. Welche Art des Meditierens löst ein Gefühl von Freude aus, sodass ihr es gerne macht, euch gerne dafür hinsetzt? Okay, auf geht's.
Und wir nähern uns dem Ende dieser kleinen Übungsphase. Für die meisten von euch dürfte diese Art des Meditierens jetzt gerade passen, wenn keine spezielle Emotion vorherrscht. Das ist so, wir brauchen so eine Standardversion, so eine Standardmeditation, mit der wir uns anfreunden, die uns gut tut, die unseren Geist geschmeidiger macht, offener, das Herz öffnet, und wo wir Lust drauf haben, weil die wohltuenden Wirkungen tatsächlich spürbar sind. Das soll erstmal so sein. Wir brauchen die wohltuenden Wirkungen nicht auf die lange Bank zu schieben, die dürfen tatsächlich jetzt spürbar sein. Und damit es wohltuend bleibt, ist es gut, die Sitzungen kurz zu halten. Nicht zu versuchen, das irgendwie auszudehnen in den mühsamen Bereich hinein, sondern mit der Inspiration gehen, so lange zu praktizieren, wie es sich passend anfühlt und dann rechtzeitig abzuschließen, sodass wir immer schon Lust haben auf die nächste Sitzung. Bald wieder zurückkehren zu können. Ein ganz wichtiges Prinzip. Guck mal, was Dakota Shinamgya da als nächstes vorschlägt. Ja, da gibt es eine schöne Erklärung. Bei mir haben sich die Seitenzahlen jetzt verschoben, weil ich dran gearbeitet habe und neu ausgedruckt habe. Aber der Shinamgya beschreibt, dass es im Shamatha, also in der Praxis der Geistesruhe, zwei grundlegende Blickrichtungen gibt. Den Blick nach innen und den Blick nach außen. Und das ist eine ganz gute Art, sich das mal klar zu machen. Bei der Innenbetrachtung schreibt er, sammle dich entweder direkt in den Körperempfindungen oder lasse die Aufmerksamkeit auf etwas ruhen, das einen Bezug zum Körperlichen hat. Da können wir uns also nicht nur in den Körperempfindungen ruhen lassen, sondern wir könnten uns zum Beispiel als Yidam visualisieren, als Lichtgestalt, als so eine Prajnaparamita, als so eine große Mutter, als Tara, als Avalokiteshvara, als Medizin-Buddha. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Wir können natürlich auch diesen Körperbezug so herstellen, wie wir das schon mal gemacht haben, dass wir uns klar machen, dass wir eigentlich nur ein Skelett sind mit ein paar Sehnen und Muskeln und dass dieser Körper hier so seinen Weg gehen wird. Wir können ich weiß nicht genau, wie das heißt, ich glaube, die 37 Bestandteile des Körpers kontemplieren. So. Ja, das hat auch einen Körperbezug und wir können in dieser Innenbetrachtung die Vergänglichkeit des eigenen Körpers in den Vordergrund stellen.
er spricht sogar eine Möglichkeit an, auf den Körper zu meditieren in Form von Insignien, in Form von symbolischer Präsenz, wie zum Beispiel ein Khatvanga. Das ist so ein Knochenstab, der oben so 3 Schädel dran hat, einen total trockenen, einen halb verwesten und einen noch frischen. Dann hängt da noch Damaru und Glocke als Klang für die Verbreitung des Dharmas. Die 3 Schädel oben stehen für Dharmakaya, Sambhogakaya und Freudenkaya und Nirmanakaya. Und dann hat es einen Schaft, der ist entweder in dreieckig oder achteckig. Das steht für die verschiedenen Fahrzeuge und. Und eigentlich ist das alles der geheime Gefährte. Ja, also eigentlich ist das alles so eine Art, wie ich da bin, sich vorzustellen. Euch spricht das jetzt gar nicht erstmal an, denke ich mal, weil es ja aus einer ganz anderen kulturellen Welt kommt. Aber was uns zum Beispiel ansprechen könnte, ist, dass wir uns als den Bodhi-Baum visualisieren. Ja, den Baum des Erwachens, zum Beispiel den Zufluchtsbaum. Können wir uns vorstellen. Das ist auch ein Körperbezug, aber so auf einer symbolischen Ebene, dass es uns hilft, aus der Identifikation mit unserem normalen Sein herauszufinden, in ein symbolisches Sein, wo wir so ein Baum sind, in dem sich alle Erwachten wiederfinden, in seinen verschiedenen Ästen, ja, den Hauptästen, die 4 Richtungen, im zentralen Stamm, den vielen Verzweigungen, und unter dem alle Lebewesen Zuflucht finden. Ein Baum der Inspiration, eine Präsenz der Furchtlosigkeit, die Präsenz aller Qualitäten des Erwachens. Also wenn ich mich da gerade so hineinrede, denke ich, wir könnten das doch einfach mal machen. Wir könnten doch so etwas Verrücktes machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angeleitet habe. Also so ähnliche Meditationen schon, Baummeditationen gab es schon einige. Aber wie wäre es denn, wenn ich euch mal da hineinführe, den eigenen Körperbezug? Wir haben ja sozusagen unseren Stamm, unseren Oberkörper, wir haben ja die Möglichkeit, uns verwurzelt zu fühlen im Erdreich. Und wir haben die Möglichkeit, eine Krone zu spüren mit ausladenden Armen. Wir hätten dann etwas mehr Arme. Die Finger sind dann etwas mehr Zweige und Blätter. Ja, so. Okay, also ich lade euch mal auf eine Reise ein in die Qualitäten des Zufluchtbaumes. Und wir sind das. Das folgt übrigens einem alten Prinzip, dass alles, was wir erleben und alles, was wir visualisieren, immer wir selbst sind. Unser Nicht-Selbst zeigt sich im Spiegel unserer Visualisationen. Den meisten dürfte es leichter fallen, diese Praxis jetzt mit geschlossenen Augen erstmal auszuführen. Später können die Augen aufgehen, dann spüren wir da ist eine große, weite Landschaft. In der Mitte dieser weiten Landschaft ist ein großer See. Und in der Mitte von diesem See, der aus köstlichem Wasser ist, absolut klares, nahrhaftes, frisches Wasser, da ist eine Insel. Auch eine stattliche Insel, in deren Mitte ein riesiger Baum steht. Dieser Baum sind wir. Wir nehmen den Platz inmitten dieser Insel ein,
im See, in diesem nährenden See drumherum. Und der Baum, der wir sind, hat ungeahnte Höhen. Ein ganz stabiler, großer Baum. Unter uns und am Rande des Sees sind unüberschaubare Zahlen von Lebewesen. Alle sind sie da. Und alle richten sich aus auf diesen Zufluchtsbaum, der so etwas ist wie der spirituelle Lebensbaum. Er hat einen mächtigen Stamm mit tiefen Wurzeln, die ganz gut verankert sind, ganz gut genährt. Und aus diesem Stamm gehen 4 Hauptäste ab in die 4 Himmelsrichtungen. Und der Stamm geht natürlich weiter nach oben in den Zenit hinauf. Und auf meinem rechten Ast sind alle Buddhas versammelt. Die 1002 Buddhas dieses Zeitalters, der Medizin-Buddha, Amitabha und so weiter. Alle Buddhas, von denen ich je gehört habe, die sind alle auf der rechten Seite. Auf diesem rechten Hauptast mit all seinen zusätzlichen Ästen und Verzweigungen. Und es ist ein unglaubliches Leuchten auf dieser Seite, wo all die Buddhas verweilen. Und nach hinten auf dem Hauptast mit seinen Verästelungen, da sind alle Dharma-Überlieferungen, alle Dharma-Texte, alle CDs und so weiter, alles, was hier an Unterweisungen gegeben wurde. Und dort gibt es die Möglichkeit, nur durch den bloßen Wunsch, durch die bloße Frage, jede beliebige Unterweisung ganz klar und deutlich zu hören. Diese Möglichkeit besteht für alle Lebewesen, die sich unter dem Baum und um den Baum herum befinden. Und auf dem linken Hauptast befindet sich die gesamte Sangha, die Gemeinschaft der Praktizierenden. Sämtliche Verwirklichten, die Arhats, die Bodhisattvas, Shariputra, Mahamoggallana, Ananda, Kasyapa, aber dann auch Manjushri, Avalokiteshvara, Vajrapani und wie sie alle heißen. Unzählige, erwachte, vollkommen erwachte Praktizierende der Sangha. Ein unendliches Leuchten auch von ihnen. Und vor uns, auf dem Ast, der nach vorne ausstrahlt, mit seinen vielen Verzweigungen, sind alle Meditationsgottheiten, alle Yidams versammelt. Da finden wir Tara, da finden wir die große Mutter, da finden wir all die Yidams, von denen wir schon mal gehört haben. Chakrasamvara, Hevajra, Jinasagara und.
Sie sind alle da, einige von ihnen einzeln, einige in Yabyum, also in männlicher und weiblicher Form. Unendlich inspirierend, weil sie die Vielfalt des Erwachens ausdrücken. In allen Farben, alle Aktivitäten ausführend. Und über uns, auf dem Ast, der nach oben geht, da befinden sich alle Gurus sämtlicher Übertragungslinien. Das sind die tibetischen Linien, das sind die Theravada-Linien, die Zen-Linien, alle Meister und Meisterinnen, die in diesem Universum den Dharma verwirklicht haben. Alle sind sie dort. Und diese unendlich vielen Erwachten, rechts und links und vor uns und über uns, sind wie auf unzähligen Zweigen und Wolken und so weiter arrangiert. Ein unglaubliches Strahlen. Und wenn es irgendwo Lebewesen gibt, die sich an einen oder eine von ihnen wenden wollen, dann gibt es die Möglichkeit, sofort eine Verbindung damit aufzunehmen. Und jetzt stellt euch vor, dass wir einfach verweilen als dieser Zufluchtsbaum in der Fülle der Dharma-Qualitäten. Alle Paramitas, alle befreienden Qualitäten sind zuhauf präsent. Der Segen des Dharmas ertönt und strömt aus als Licht, ist spürbar, auch die Stille ist spürbar und das alles gleichzeitig. Wir sind im Zentrum einer unglaublichen Segenskraft. Es hat nichts mit ich und mir zu tun. Es ist einfach die Natur des Geistes, die all das möglich macht.
Es ist Zeit, diese Meditation dann sich in Licht auflösen zu lassen. Licht in alle Richtungen, Licht ins eigene Herz. Gerne dürft ihr vom Gefühl her dieser Baum bleiben, denn es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eigentlich Bodhisattva-Aktivität funktioniert. Wir sind einfach so ein Baum, also einfach so, im Grunde genommen einfach so eine inspirierende Präsenz und brauchen gar nichts groß zu tun. Das passiert alles spontan. Okay, morgen machen wir dann ein Beispiel der Selbstvisualisation als Yidam. Das wird hier auch empfohlen, das machen wir dann morgen mal. Mal gucken, welchen ich mir da aussuche. Lasst uns gemeinsam widmen. Sunam diye tamje zimpani tobne ne pejanam pamjene kegana jimpalam jumpayi sipen sole drawa shun champem pagun cinta kempadang kantu zampo de yande shinte Den da kunjin jesu and dan lom jing gewan den da tam jeram tungo sangye kusum ne penjin lam dan chene min jur dem penjin lam dan gendun min jedem penjin lam jin jintang o waman